Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Sonntagabend euch allen. Mann, war das heute ein tolles Wetter. Yay! Ich hab's genossen. Ihr? Ich hoffe doch. Und hallo Kai und hallo Sven. Wie schön, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt. Also Kai, der ist ja sowieso dabei. Witzbold. Aber schön, Sven, dass du vorbeischaust. Ja, wir haben heute wieder einen Charity-Stream, wie jetzt die ganze letzte Zeit. Und bauen hier fröhlich und fleißig in Momentum weiter. Ich bin hier gerade bei Nonstop und seiner Abtei, wie ihr sehen könnt, dem Riesenteil hier, wo er schon seit Beginn seiner Zugehörigkeit zum Momentum jetzt dran baut. Ich glaube, das sind schon ein paar Wochen, dass das hier so vorangeht, aber er ist eigentlich ganz gut in der Zeit. Den Rest zeige ich euch gleich und wie ihr sehen könnt, sind die zwei schon da. Die anderen kommen alle so ein bisschen später. Ich denke mal, die trudeln hier so nach und nach ein. Wie gesagt, chillig, chillig. Warum macht mein Mikro gerade einen Aussetzer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Übersteuert hier ein bisschen. Wartet mal. Ich muss mal ein bisschen runterregeln. Nicht, dass ich euch hier in die Ohren schreie. So, jetzt muss es gehen. Hab das mal ein bisschen runtergedreht. Also wenn ihr was zu laut empfindet oder so, dann müsst ihr das sagen. Ich gehe noch mal ein bisschen runter mit meinen Dezibel. So, weil ich will euch ja nicht in die Ohren schreien hier. So, dann begrüßen wir doch einfach mal die beiden anderen. So, hallo Wusi und hallo Nonstop, der da hinten irgendwo rumkriegt und mich natürlich garantiert nicht mehr hört jetzt. Hi Wusi. So, wartet mal. Ich habe gerade nämlich ein paar richtige Ausschläge gekriegt. Ich muss jetzt aber meinen Ton hier mal lauter drehen. Okay, damit ich euch höre. So. Und hallo, guten Abend, lieber Matze. Einen wunderschönen Sonntagabend dir und deiner süßen kleinen Mia Maus, von der ich ja lange nichts mehr gehört habe. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Jo, also wie gesagt, wir sind immer noch im Charity in der Charity-Laune halt. Ihr wisst ja, gute Laune rund um Paket für unsere Mimikry, unsere Bauteamleiterin vom Community-Server und unter anderem auch Mitglied vom Momentum, weil zwischendurch habt ihr gemerkt, die schummelt sich hier aber gerne rein. Sie ist zwar nicht mehr in dem Sinne ein aktives Mitglied, aber wenn es ums Bauen geht oder so oder World Edit und solche Sachen, unterstützt sie uns natürlich gerne, weil ihr wisst, unsere So-Ära, die ist immer noch in Babypause und ja, das ist ein bisschen schwierig, aber das geht. Wir kommen ganz gut zur Rande, auch wenn du uns fehlst, So-Ära. Jo, uns fehlst du ganz doll. Hallo, Und hallo Nonstop. Endlich ohne Schnarren und Rauschen und Knattern in der Stimme. Yay! Wir haben das nämlich gerade mal kurz gefixt. Jo. Also, sieht aus. Jo. Wisst ihr was? Wollen wir heute wieder eine Gruppe machen? Wir machen heute eine wunderschöne Nicht-Gruppe, weil das ist etwas stressig, weil und zwar ist der Plan heute, also du hast ja, du kriegst ja auch Hilfe, so ist ja nicht, es sind ja genügend Leute da. Also ich denke mal, es wird sich finden. Also, weil Wusimo habe ich nachher, sollte der Ecki heute Abend kommen, nämlich dem Ecki mal zugeteilt, weil der mit seiner Zitadelle da mal vorankommt. Ja, weil Wusi ist ja so ein Schnellbauer, ne? Und was? Matze geht soweit gut, liege zurzeit seit Donnerstag im Krankenhaus. Oh, Matze. Ich habe heute Männer im Krankenhaus, meinen Männer besucht. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe doch. Ich habe dich nämlich schon vermisst auf dem Server. Jo, ich hoffe, dir geht's gut. Jedenfalls gute Besserung, ne? Egal, warum auch immer. Weiß schon, wie ich es meine. Nee, wie gesagt, wir haben heute, wie gesagt, ein bisschen chilliges Bauen vor uns, ganz aus dem Grund, wir haben alle... Chilliges Bauen mit lustigem Hintergrund. Genau. Mit viel Spaß. Genau, weil wir haben nämlich alle eine ziemlich stressige Woche hinter uns und Ja, ich hatte heute noch einen stressigen Tag. Ich war heute arbeiten im Gegensatz von vielen anderen. Naja, ich sag mal so, wenn du stundenlang durch die Botanik fahren musst, um jemanden zu besuchen, ist das auch nicht gerade
gerade so mit Autobahn und so auch nicht gerade chillig. Also vor allen Dingen zwischen Termin und hübst. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir gesagt, Okay, wir machen, Sandro, bis wir dann. machen Bye. uns einen chilligen, gemütlichen Abend, wie gesagt, wieder unter dem Charity-Modus. Das heißt, also wenn einer einen Euro übrig hat, kann er den natürlich gerne spenden, ja. Bubu im Grunde genommen hat in ihrem Chat, also einer hat in ihrem Chat ganz oben im Chatfenster etwas Blaues verlinkt. Das ist ein Spendenlink, da könnt ihr anonym spenden, das heißt, das taucht auch nicht öffentlich über mein Tipi auf. Ja, das könnt ihr so halten. Das muss ja nicht jeder wissen. Ne? Viele machen das gerne. Und ansonsten, wie gesagt, alles, was der Kanal jetzt diesen Monat einwirft, wird alles der Mimi zur Verfügung gestellt. Also alles, was jetzt an Geld reinkommt durch Mitgliedschaften, egal was auch immer, Patreons, wie auch immer ihr euch entscheidet, uns zu unterstützen, das bekommt alles die Mimi, damit die Mimi auch noch ein bisschen Geld übrig hat, damit sie ein Eis essen kann und solche Sachen, weil wir haben uns als Team nämlich überlegt mit der Community, da waren nämlich schon ganz viele eifrig, unsere Mimi nämlich eine Woche nach Köln zur Gamescom zu schicken. Die könnt ihr dann am Mittwoch sehen und am Samstag. Jo. Und ich finde, unsere Mimi hat das nämlich richtig fett verdient. Und das finde nicht nur ich, sondern mein ganzes Team und ganz viele aus der Community. Aber wie gesagt, es fehlt noch immer ein kleiner Teil und ja. Jetzt seid ihr dran. Okay, dann würde ich mal sagen, Wusimu, der muss ja noch so ein bisschen auf den Ecki warten. Vielleicht hat er ja Lust, doch den Friedhof noch ein bisschen zu planen. Es kann sein, dass Mimi hier wieder auftaucht. Wir wissen es nicht. Mimi kommt immer, wie sie möchte. Das bleibt ihr auch unter Vorbehalten, weil sie sehr viel auf dem Community-Server zu tun hat. Weil zwischendurch natürlich die Dinge auch mal gewartet und überprüft werden müssen, wenn da irgendwas ein bisschen spinnt. Was ich so mitgekriegt habe, das kann passieren, wie gesagt, weil ja auch regelmäßig Updates raufkommen für die Plugins und Datapacks und hast du nicht gesehen. Und dann kann das schon mal passieren, dass ein Bedrocker vielleicht ein Problem hat, wo der Java keins hat oder umgedreht. Also das kennt er ja schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat unsere Mimi da immer viel um die Ohren und deswegen hat sie es verdient einfach. So, und ich war ja gestern hier dabei, diese wunderschöne Kirchenecke hier schon mal vorzubauen. Ich habe heute übrigens auf dem Weg zu meinem Männer ein wunderschönes Haus aus der Renaissance gesehen. Und zwar ist das ein Amtsgericht. Hallo Matze, Dankeschön, Dankeschön. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das auch so in dem Stil hier, aber noch ein bisschen anders. Und ich habe ja gesagt, dass ich die Häuser jetzt erstmal ohne Verzierung baue, sondern einfach jetzt mal die Verzierung mache ich dann unter der Woche, wenn ich ein bisschen Zeit habe und ein bisschen mal so aussteigen muss. Und habe mir überlegt, wir werden das jetzt so machen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich dieses Amtsgericht, was ich vorhin gesehen habe auf dem Weg, hier irgendwo nachbilden kann. Da brauche ich jetzt aber irgendwo eine günstige Ecke, wo das dahin passt. Und dann müssen wir mal gucken. Vielen, vielen lieben Dank, Matze. Wie gesagt, diesen Monat geht alles, was ich einnehme, also egal wo es herkommt, Patreons, Mitgliedschaften, egal was auch immer, geht alles an unsere Mimi. Ja. So, dann schauen wir doch mal, wo wir hier eine schöne Ecke für ein Amtsgericht noch haben. Das wird langsam eng, ihr merkt's, ne? Oh, da ist die Mimi schon. Seht ihr, wenn man vom Teufel spricht, kommt er angeflogen. Okay, dann schauen wir doch mal. Weil wie gesagt, Inneneinrichtung und so, das hat seine Gründe, warum ich das jetzt noch nicht mache, sondern es später erst kommt. So, für das Amtsgericht brauche ich eine ziemlich große Fläche. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinsetze. Das könnte man auch hier hinten noch hinsetzen. Ich muss mal gucken, wie groß diese Fläche ist, weil die Wege kann ich ja immer so ein bisschen verkürzen. Und ich denke mal, das passt hier eigentlich ganz gut hin. Das heißt, ich schmeiß mal alles, was ich habe, jetzt aus meiner Kiste hier und dann hantieren wir mal wieder mit einer Wolle rum. Und dann könnt ihr live dabei sein, wie ich hier so ein Amtsgericht bastel. So. Mimi. Da. Und Kai. Und Kai. Ich glaube, das würde sich vielleicht doch anbieten,
Wir können auch erstmal in Gruppe gehen, wenn ihr wollt. Also das können wir auf jeden Fall machen. Ihr könnt eine Gruppe aufmachen, ich komme dann rein. Das hat die Mimi verdient. Siehst du? Sage ich doch, Matze, ne? Also Matze muss es wissen. Matze ist nämlich Teil des Bauteams. Und der weiß, was die Mimi da geleistet hat. Es ist also Wahnsinn. Und auch die Mitglieder, die alle auf dem Community-Server unterwegs sind, wissen, was unsere Mimi da geleistet hat. So, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar hat dieses Haus nämlich eine Besonderheit. Es ist einmal ein relatives Längsgebäude. So, da müssen wir mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Abstand mache. Weil hier geht eine Treppe hoch. Und dann sitzt da Tatsache noch rechts und links etwas dran. Wir setzen mal hier den ersten Block. So, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uah. Ah, musst du mich so erschrecken, Matze. Ich habe mich verzählt jetzt. Toll. Danke nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Weil ihr müsst wissen, immer ungerade bauen, ne? Immer ungerade bauen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Platz wir haben. 31, merkt euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Reicht das, um nicht in den Konflikt zu kommen? Ich muss mal gucken hier. So, wir fliegen hier mal lang, weil ich muss gucken, dass ich mit Gucci... Ich habe es mir fast gedacht. Seht ihr das? Hier ist das Dach. Da. Hier ist das Dach. Und wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich natürlich genau hier an. Das ist klar. Gut, dann müssen wir das 2 Blöcke kürzer machen. So. Bei 2, damit es ungerade bleibt, ne? Zählen wir nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja. Kann man so machen. Jo. 17 machen wir mal. So, okay. Dann machen wir das. Ist quasi das Hauptgebäude hier. Das wird lustig, weil das Dach ist relativ einfach. Es hat nur die Besonderheit, dass eben eine Treppe hochgeht. Das heißt, das Gebäude etwas höher ist. Dass es Ausbuchtungen hat. Ich bin schon viel zu weit hier. Fängt ja schon wieder gut an. Gut. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Das heißt, es hat im Prinzip 3 Dächer. Weil das sind quasi ein Hauptgebäude. Und dann setzt sich das Tatsache hier nochmal mit 2 kleinen Gebäuden zusammen. Also die quasi kontra stehen, sozusagen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann würde ich sagen, ich mache das an die 6. Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann machen wir das hier auch nochmal so. 1, 2, 3, 4, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hey! Hallo! Was? Wieso? Warum? Was? Was geht hier vor? Was? So. Warte mal. So. Hä? Ich habe noch nichts getrunken. Wieso sehe ich doppelt? Du, Bubu, ich habe einen ganz lustigen Befehl gefunden. Okay. Ich denke mal, du hast den von Illo entdeckt. Wahrscheinlich. Und von unserer Rio. Jo. Aber ich habe faszinierenderweise meinen alten Skin an. Jo. Was sagst du Ich eigentlich habe mal ja einen neuen eigentlich Skin aus anderen. Ja.
Bist ja ein... Jetzt kannst du Hey! dreifach sehen. Was? Wieso ist jetzt hier Mimi? Da ist Nonstop? Weil ich bin verwirrt. Da ist ein... Was geht hier vor schon wieder? Was? Ihr habt doch eindeutig Langeweile hier. Nein. Nee. Doch. Aber warum? Was? Die Bubu. Ach. Die Bubu. Sky, Kai, du auch noch. Wir sind die Nee, ich mach wieder Bobo. was kaputt. Wir sind die Bobo. Nee, du musst Da einfach kannst du nur, nichts kaputt Slash machen. Skin machen. Bubu kuscheln, Bubu kuscheln. Dann Ja, dein Name und Gruppenkosche. dann den Namen vom Gruppen anderen. kuscheln. toll. Gruppen kuscheln. Wen hast denn du da jetzt? Er ist ein König. Guck mal. Weißt du, keine wer er Ahnung, ist? ich hab Er ist der- vergessen, den Namen einzugeben. Er ist der König. Er ist der König aus der Artus-Saga. Ja, Ich Warum? hab was kaputt. Ich hab was kaputt gemacht. Kai Ich kann hab das. was kaputt. So, wenn ich jetzt nichts in der Hand habe, und wir jetzt ein Foto machen, dann weiß keiner mehr, wer ist. Das erinnert mich an Leo seinen Geburtstag. Da hatten wir doch sowas auch schon mal. Da sind wir nämlich alle als Leo gekommen. Aber da hatten wir das mit den Köpfen. Ja, Ja, aber so ist viel besser. warte mal. So, jetzt, wenn ihr jetzt die Namen nämlich nicht sehen komm her. würdet. Weil die Nee, Namen kann das man macht eigentlich ihr auch so noch nicht mehr. kaschieren. Also, ja, 5-mal Einfach so Bubu. knien. Das ist, warte mal, ich switch mal aus mir raus, dann sieht das nämlich noch lustiger aus. Ja, ich auch gerade, bin jetzt in der Recam. So, Ich hab warte echt nur mal. Blödsinn im Kopf. Bleibt mal da stehen, warte mal. So. Das Alle ist doch winken. mal. Genau, ihr seid echt ein schönes Porträt. Das wäre doch was für ein Community-Server. Bubu in allen Varianten. Ihr dürft nur noch auf den Community-Server, wenn er mein Skin tragt. Oh Gott. Oh Dann Mann. kommt der Ilo komplett durcheinander, oder? Ja, Frei? ich glaube ja. Ach, das haben wir auch schon geschafft. Ah, ich finde das so gut. So, ich muss mal gucken, dass ich So. wieder in meinen Körper komme. Okay, ich bin wieder in meinem Körper. Warte mal kurz, jetzt muss ich wieder da Slash. Wieso geht gegen- mein Skin die ganze Zeit wieder zurück? Und hallo, guten Abend, lieber Andrea. Ich war gerade dabei, irgendwie ein Haus zu bauen, als mich irgendwie das Schicksal ereilte, hier plötzlich mich mitten Mang der anderen zu befinden, die wieder nur Blödsinn im Kopf haben. Da, ich gehe mal in die Ja, Gruppe. du, Ich muss jetzt gerade mal meinen Skin ändern. Ach, Was ich, ist ich finde den sehr niedlich. Der ist für Dienstags, Donnerstag. Ah, okay, der ist süß. an sich müsste das so funktionieren. Warte kurz. An sich müsstest du nur dein Launcher öffnen, dort den Skin Ja, bin ich wechseln schon dran. und dann. Ich wollte es gerade machen und dann kam Bubu. Ah, nur Unsinn im Kopf, nur Unsinn im Kopf. Nee. Doch. Du hattest was getrunken, darum hast du alles gedoppelt gesehen. Okay, deswegen bin ich hier aufgewacht, meinst du? Ja, genau. Okay. Oh, Mimi ist gegangen. Wenn ich mich jetzt hinlege und meine Augen zumache, bin ich dann wieder da, wo ich eben war. Ja, ich hoffe. Hast du die Augen zu? Ich kann zaubern in meinem Inventar. Guck mal. Ja, ich muss mich doch ausloggen. Wenn ich meinen Block in der Hand habe, dann ist er weg Ja. aus meinem Inventar. Packe ich ihn in den Inventar und aus meiner Hand ist der Block wieder in meinem Inventar. Ich kann zaubern. Guck mal. Hast du deinen normalen Minecraft-Launcher aufgemacht gehabt? Ja, Skin gewechselt, ja, benutzen geklickt. Ja, Hast du oben die Nachricht bekommen, es wurde gewechselt? ja. Dann muss Ja, er sich musst du- kurz einloggen und ausloggen, wieder einloggen. Also Ja. Ja, Minecraft irgendwie funktioniert es lief, bei dann ihm lief- nicht. Bei mir hat es ja gerade funktioniert. Oh. Faszinierend. Du hast jetzt ein anderes genäht auf Ja, einmal. ich muss. Das ist der neueste, den ich nutze. Pass auf, wenn ich jetzt nochmal rausgehe. Du musst Minecraft. Da, ich flieg mal wieder zurück. Ich muss Okay, weitererzählen. bis dann. Oh Tschüssi. Mann, wieder den weiten Weg zurückfliegen. Mann! Also ihr seht schon, es ist immer ein bisschen schwierig hier was zu bauen. Und vor allem, wenn man am Was Zählen ist ist. Levelskins gehen? Ah, die haben nur Unsinn im Kopf. Ah. So. Okay, dann gehe ich nochmal aus der Gruppe Oh raus. nee.
So, lassen wir die alle mal quatschen, ne? Sonst kommen wir hier nie voran. Also. Jetzt muss ich mal gucken, ob das perspektivisch hinkommen würde, was ich da geplant habe. Und ich würde das, so wie ich es in Erinnerung habe, muss ich mal kurz gucken. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Ich würde es gerne 7 machen. Also 6, 7. 1, 2, 3. So wäre es wahrscheinlich besser. So, dann wieder zählen. 1, 2, also den immer mitzählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das reicht. Ich würde es halt Tatsache auf 11 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und würde da auf 11 gehen. Das sieht einfach ästhetisch schöner aus, weil ihr müsst jetzt euch vorstellen, ich baue etwas nach, was ich auf der Fahrt gesehen habe. Das wird sehr abenteuerlich werden. Und ich sehe schon das erste Problem, was ich habe. Obwohl, das ist kein Problem, weil dann wirkt das anders. Weil das Haus ein bisschen anders ist, als ich es gewohnt bin. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist die kurze Seite. Wir müssen das doch breiter machen. Wartet mal. 1, 2, 3. Das heißt hier. Das muss breiter werden. Weil sonst klappt das nicht, was ich vorhabe. Weil das sind, wie gesagt, Kontradächer. Das müsste so besser klappen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Okay, dann machen wir das auf der Seite auch nochmal. Auf jeder Seite 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, weil das muss ein bisschen größer sein. Oh. Das können wir dann eigentlich auch... das machen wir mal hier hin. Ja, gehen wir hier bis zu der Kante. Ich glaube, das ist... mal, das soll ja nicht riesig werden, aber auch nicht so. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Okay. Den würde ich das da auch noch mal so machen. Und lieber ein Stück kürzer. Es ist gar nicht so einfach, wenn man ein Bild aus seinem Kopf abrufen muss und das dann hinbaut. So. Nehmen wir die hier nochmal weg. So. Passt das? Ja, das passt. Okay. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Grunde genommen ist das hier das Hauptgebäude. Das hat das Dach so hoch. Also so. Das Dach ist quasi rechts und links runter. So, und bei dem ist es so, das Dach ist quasi, hier ist die Vorderansicht und da ist das Dach hoch und runter. Also ihr seht, das ist so ein 3-Kontra-Dachhaus. Aber es sind 3 Dächer halt. Ne? Das heißt, dieses Gebäude hier ist eigentlich das höchste. Jetzt muss ich mal gucken, welche Blöcke ich dafür nehme. Also dieses Haus war Tatsache in weißer Keramik. Jetzt ist sie so ein bisschen rosamäßig, was aber nicht störend ist, weil das ist ein relativ altes Gebäude. So, das heißt, jetzt muss ich überlegen. Und zwar, dieses Ding hier ist relativ groß und die anderen grenzen an. Das heißt, das Gebäude ist höher wie die hier. Das heißt, jetzt müssen wir überlegen, wie hoch das jetzt werden soll.
Das heißt, eine normale Minecraft-Höhe ist immer so um die 5. So, dieses Haus hat 1, 2, ich glaube 3 Etagen. Und die beiden äußeren, glaube ich, waren 2. Also wir versuchen es mal. Das heißt, hier muss ich 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen uns jetzt immer einen Merkblock dazwischen. Das ist am einfachsten. So. Dann brauchen wir ja, wo wir die Zwischendecke einziehen. Da mache ich meistens immer so hier, ne? So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre eine Etage. Dann 2 frei. 1, weil hier wäre dann so die Zwischenetage hier auf dem Block. Oder unteren kann man halten, wie man möchte. Auf jeden Fall lasse ich da 2 frei. Das sieht ästhetisch schön aus. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Da können wir den hier einen höher machen. Warum nicht? 12, 13. So, das wären jetzt sozusagen 2 Etagen. Weil ich, wie gesagt, also ein bisschen Zwischenraum lassen möchte, weil da kommen ja auch noch so ein paar Dinge hin. So, und dann habe ich gesagt 3 Etagen hoch. Das heißt, hier mache ich jetzt ein. Als Schlussstein, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Etage. Die 2 dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Zweite Etage. Und dann nehmen wir das als Schlussstein. Das heißt, der müsste jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hoch sein. Okay. Dann machen wir mal so ein Grundgerüst jetzt. Wie gesagt, die Markiersteine brauchen wir nur an der einen Wand. Und machen das jetzt einfach mal, damit ihr seht, was ich damit meine. So. Weil das ist ein bisschen tricky, dieses Dach. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich damit meine. Okay. Das ist, wie gesagt, nach Fotobauen ist die eine Sache, aber jetzt nach Kopfbild sozusagen etwas nachzuempfinden, ist schon eine andere Hausnummer. Also Ecki hat das Gebäude auch schon gesehen und Padma, die kennen das auch beide. Ich bin gespannt, ob man es erkennen kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, das wäre sozusagen die Wand. Jetzt ist es wichtig, und zwar 1, 2, 3, da große Dinger zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich mit 3 auskomme. Es kann auch sein, dass wir 4 machen müssen. Weil ihr habt bestimmt so ein Gebäude schon mal gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, da unten flattert der Kai rum. Hallo Kai. So. Hallo. Hallöchen. Ich probiere gerade mal etwas zu bauen, was ich heute auf dem Weg zum Krankenhaus gesehen habe. Da war nämlich ein Amtsgericht, Tatsache aus der Renaissance. Und ich versuche jetzt mein Bestes, das aus dem Kopf mal nachzubauen. Warum hast du keine Bilder gemacht? Warum ich was gemacht habe? Keine Bilder. Von außen darf man Bilder machen. Nee, wir sind ja nur vorbeigefahren. Wir hatten keine Zeit. 1, 2, 3. Ecki kennt das Haus auch. Wir sind jetzt 2-mal schon dran vorbeigefahren. So, okay. 3. Dann machen wir wieder 3. 1, 2, 3. Du bist wieder nicht mehr in der Gruppe drin. Ne, bin ich nicht, weil die mir alle immer beim Zählen ins Wort fallen. 12, 20, 90. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen, was ich tue. So, jetzt muss ich mal gucken. Das kann auch sein, dass wir das... Nee, ich denke mal auf 3 geht das. Hey! Nee. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Den hier hin. Oh. 1, 2, 3. Ey! Das Mitte. 1, 2, 3. So. Und dann war das hier in der Mitte, nämlich so ungefähr. Das heißt, das ist im Grunde genommen so diese Vorderfront halt.
Ne, jetzt ziehen wir das hier mal durch. Also ich ziehe jetzt einfach mal die Leisten hier durch. Bis auf die Fenster. Das machen wir dann gleich. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass ich das nämlich ruhig noch ein bisschen anders machen kann. Ich will jetzt nur mal sehen, hier dieses. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir werden das so machen. Das heißt, das muss alles, 1, 2, 3, das muss alles höher. So. Also 2 hoch. Wenn ihr versteht, was ich versuche damit zu sagen. Ich bin gerade so ein... Das ist aber gar nicht so einfach so, wenn man so in Gedanken ist, das zu machen. So, das heißt, das wird alles noch ein bisschen höher. 3 freilassen. Die wieder hier hin. 1, 2, 3. Das muss auch ein höher noch. Oh. 1, 2, 3. So, das ist dann der. Dann müssen wir das hier nämlich auch nochmal machen. Das muss nämlich ein bisschen höher sein alles. Sonst wirkt das zu flach. So, das war die Reihe. 1, 2, 3. Dann hier weiter. Oh, der muss dann auch 2 hoch. Der geht dann hier wieder bis hierhin und der muss bis hierhin. Und dann 1, 2, 3. Hallo Ecki. Oh, da ist der Ecki. Oh. Und dann haben wir jetzt hier die nochmal. 1, 2, da können wir 2 auf jeder Seite lassen. Das passt. Ich glaube, das sieht so eindrucksvoller aus. Wie gesagt, es ist ja ein Amtsgericht. Und Amtsgerichte neigen dazu, dass sie Prachtbauten sind. Das heißt, sie sind zwar schlicht in der Ausführung, also vom Baumaterial, aber sie wirken halt durch den Anblick drauf halt, ne? So, dann machen wir das jetzt auch nochmal, dass wir jetzt hier quasi das hier durchziehen. Also alles, wo keine Fenster jetzt hinkommen. Ja. Optische Täuschung oder ist das unsymmetrisch? So, warte mal, was willst du? Ist das eine optische Täuschung oder ist das asymmetrisch? Habe ich mich verbaut. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Das sieht irgendwie... Also 2 hoch, 2 breit. 2 hoch, 3 breit. Nö, ist eine optische Täuschung anscheinend. Das sieht aus, wenn das links niedriger wäre wie rechts. Also es muss immer 2 hoch sein. Also jetzt sind es 3, ne? Also der unterste hier. Immer 3. So. Außer hier oben. Die beiden sind hier, das sind 2. Ja, genau. Oben die beiden letzten müssen 2 sein. Das sieht Du guckst schief. so asymmetrisch aus. Nein, du guckst schief. Gibst du. Ich baue jetzt wie gesagt, ich baue jetzt nach einem etwas nach Mimi, ich baue nämlich nach etwas, was ich gesehen habe. Also ich habe kein Bild davon. Ist Tatsache. Okay. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, weil ich jetzt im Grunde genommen immer in meinen Kopf horchen muss, was ich da gesehen habe. Also die einzigen, die es auch gesehen haben, sind Padma und Ecki. Die wissen, was ich meine. So, okay, weil das haben wir heute, also letztes Wochenende hatte ich das schon gesehen und das passt hier halt hin. So, also wunder dich nicht, ich habe hier meine Zählleisten, dass ich jetzt ein bisschen anders mal baue, wie ich sonst immer vorgehe. Willst du das ganze, die ganze weiße Rolle ausgesetzt haben gegen das weiße Terrakotta? Was für weiße Wolle? Die gelbe Wolle gegen das weiße Terrakotta. Nee, nur ich mach das lieber per Hand. Ganz langsam. Okay. Das ist, sonst habe ich Gehirnknoten. Kennst du doch, Gehirnknoten haben. Stimmt. Das, was man im Hirn hat, kommt nicht raus. So, okay. Dann geht es folgendermaßen weiter. Das heißt, es hat immer 2 bei mir an der Seite. Oh, 2 an der Seite.
Jetzt merkt ihr schon, dass, warte mal, normalerweise, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ne? Merkt ihr schon hier. Das heißt, die Reihe, muss das die Reihe sein? Warte, ich muss mal gucken. Nein, es muss die obere Tatsache sein. Die muss es sein, die wir runterholen müssen noch. Oh. Nein, das ist ein bisschen tricky. Ich wollte einfach auch sagen, dass ich jetzt bei Bei Eki bist, okay. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich komme nachher mal gucken, was ihr da so fabriziert, ihr zwei. Weil ich glaube, das passt ganz gut, wenn ihr zusammen da die Zitadelle macht. Ich denke mal, da wird er auch froh sein, wenn er da ein bisschen Hilfe kriegt. Ich bin mal aus der Gruppe, sonst So, okay. stört das, Okay. glaube ich, eh noch. So, das sieht jetzt immer noch sehr komisch aus, ich weiß. Aber das wird, glaubt's mir. So, jetzt kommt dazu, dass dieses Haus eine Treppe hat. 1, 2, 3. Das heißt, hier setzt man noch mal was rein. Ich möchte, die Treppe ist nämlich nicht allzu groß. Sie ist ungefähr so wie bei dem Bremer Rathaus. Das heißt, so 2, 3 Stufen sind das, die man da reinführen kann. So, und dann müssen ja die Fenster auch auf der Höhe eigentlich sein, ne? Wo der Boden ist. Denke ich Also mal. machst du es ein nach höher oder lässt du das so auf der Bodenebene? Nee, Das, du musst dir vorstellen, in der Mitte von dem Gebäude ist quasi ein Eingang wie beim Bremer Rathaus an der Seite, also mit einer Treppe hoch. Also der unterste Block hier, Genau, da kommt der ein hier Boden unten? rein, auf jeden Fall. das ist der Boden. Mhm. Und dann ist hier der Anfang der Gleise. Mhm. So ungefähr, ja. Und jetzt muss ich halt gucken, weil jetzt brauchen wir ja nämlich die Mitte da oben und ihr seht, wir haben eine Mitte. Das heißt, ich rutsche jetzt hier quasi runter. Das heißt, hier ist die Mitte, na, die das Gebäude hat. Das ist die Mitte. So, jetzt muss ich überlegen, wie breit machen wir den Eingang. Also ich würde ja eine schöne Treppe machen. Also ich mache jetzt mal das hier. So, das heißt, ich öffne jetzt grundsätzlich immer rechts und links. Ne? Rechts und links. So, jetzt haben wir eine Höhe, eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 würde ganz gut hinkommen, weil wir da nämlich einen wunderschönen Bogen machen können. So. Also einen schönen Eingang zaubern können, weil der wird vielleicht nicht ganz so original. Das heißt, jetzt versteht ihr auch, warum ich hier 2 zwischengesetzt habe, mir einen Puffer nach oben gelassen habe, weil es kann nämlich sein, dass wir das jetzt hier öffnen müssen, damit das einen schöneren Eingang gibt. Weil ihr seht ja, das ist ja relativ klein, ne? Und wenn ich das jetzt natürlich ein bisschen größer mache, also größer als die Fenster dann hier werden, weil die sind nur 3 hoch. So, ich muss jetzt mal dicke Wände einziehen. Hier hatte ich schon, ne? Seht ihr schon? Hier auch nochmal eine dicke Wand. Ich habe eine unlogische Vorgehensweise. Ich weiß, Mimi. Ich treibe dich gerade in den Wahnsinn. Aber du verstehst, dass es schöner aussieht, Ja. wenn man den Eingang natürlich, weil ihr müsst euch vorstellen, hier geht eine Treppe hoch. Wir sind ja hier noch ein bisschen tiefer. Das heißt, man kann hier mit Slabs eine wunderschöne breite Treppe machen, wie ihr das kennt von den Amtsgerichten. Na, dann ist ja so eine auslaufende Treppe, die immer sich um einen vergrößert. Oder so rund ist zum Beispiel, ne? Das kennen wir auch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Fenster kriegen wir jetzt hin. Weil wir müssen nämlich aufpassen, dass diese Fenster hier unten natürlich eine gewisse Breite haben. Jetzt bin ich am Überlegen. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und ihr seht, es passen genau 2 Fenster rein, weil ich kann jetzt hier keine Zweierfenster gebrauchen, das sieht nicht aus. Weil das, was ich nämlich vorhabe, lieber Vimy, mit mehreren Layern bauen.
Weißt du, so wie beim Rathaus. Weil gerade wenn man so große Gebäude baut, sollte man den Mut haben und sich die Mühe machen, mehrere Layer zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Glas hinsetze, kann ich jetzt hier im Grunde genommen noch eine Wand davor setzen. Die muss ich aber hinten auch wiederholen, weil sonst ist keine ungerade Zahl fürs Dach nachher. Das müsst ihr euch merken. Zum Beispiel bei meinem alten Haus, also meinem Anwesen auf dem alten Com-Server. Genau. Da habe ich ja auch zum Beispiel drei dick gemacht. Ja, die guck mal Wände. hier. Wir können das ja mal im Rathaus begutachten. Weil hätte ich das Ich höre wieder nicht. Ja. Wir können ja auch beide in eine Gruppe gehen. Machen wir uns beide eine Gruppe auf. Okay. Und ich mache eine, die nicht für jeden ist. Also. Ich bin hier so gut raus. Nee. Leute. Nee. So. Okay. Also, bei dem Rathaus hatten wir ja auch das Problem. Hätte ich dieses Riesengebäude in nur einem Layer gebaut, dann würde das nicht so wirken, wie es... also die sind hier immer... Warte mal, ich zeige euch das mal in einem kleinen Haus. Also hier ist ein kleines Haus. Da haben wir einen Layer, der zweite ist hier und das war's. Ne? Bei dem kleinen hier. Das kann man so machen, wenn man so kleine Dinger macht. Da ist der Hauptlayer die Mauer und der zweite Layer quasi die Deko außen. Wenn ihr das aber hier macht zum Beispiel, können wir ja mal reingehen. Schaut mal, wie dick diese Layer sind. Seht ihr das? Das heißt, wir haben hier einen. Dann haben wir hier den zweiten, dritten, vierten, fünften. Ich habe hier mit 5 Layern gearbeitet, weil ich habe nämlich vor die Fenstergitter gemacht, Glas dazwischen und dahinter nochmal Gitter. Das sind also schon 3 Layer, die ihr alleine für so eine Mauer braucht. Ja? Also 3 fette Layer sind hier drauf, plus Deko. Also insgesamt, glaube ich, 5 bis 7 Stück. Und ihr seht, es wirkt dadurch ganz, ganz anders. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr große Gebäude macht, traut euch wirklich dicke Wände zu machen, wo ihr ganz viele Details einarbeitet. Es lohnt sich. Ja, bei kleinen müsst ihr das nicht machen, da reichen zwei Layer aus. Ja, es sei denn, ich mache jetzt hier Gitter vor. Ich hätte hier auch noch ein Layer vorsetzen können. Da kommt ein Haus mit 2 Mauerlayern aus, sage ich immer, und einem Deko-Layer. Aber bei solchen Gebäuden tut ihr euch einen Gefallen damit und macht 3 Layer und der Rest ist Deko. Also plant immer genug Platz ein. Dann wirken die Gebäude. Das seht ihr hier auch. Also, ne? Das ist extrem dick gehalten. Ja. Und auf der anderen Seite auch wieder zierlich. Also es ist ein Mischmasch aus einem oder 2 Layern halt, ne? Oder hier bei dem hier halt, ne? Das ist, wie gesagt, bei Layer heißt immer, er hat hier zum Beispiel 1, 2, ne? Weil das ist ein mittelgroßes Gebäude. Es nimmt zwar viel Fläche ein, aber vom Gebäude selber ist es ein mittelgroßes. Das heißt, er hat ein Layer hier, den zweiten innen drin. Und der dritte Layer ist sozusagen die Deko mit Fensterläden, Blumenkästen und weiß ich was. Das ist so das Geheimnis beim Bauen. Hallo Hanna! So, und das versuchen wir hier nämlich auch gerade hinzukriegen. Und jetzt muss ich gucken. Das heißt, das, was ich jetzt hier gemacht habe, machen wir auch. 1, 2, 3. Da. 1, 2, 3. Schnee. Was? Schnee? Ja. Komm mal hier hoch zu mir. Wo bist du denn? Hier oben. Da, ja. Und guck mal nach unten. Oh. Rollo. Oder heißt das, ja, Rollo heißt das. Warum steht da Ja, jetzt das ist- Rollo? Weil das ist so ein, Ein Ingame-Gag wieder mal. ja, das ist eher so, so ein genereller Ausdruck, wenn man jemanden trollt oder so. Rollo, Das sagt man Trollo, Rollo. Rollo. Und deine Bienen abgeholt, Hanna? Ja, ich denke mal, Hanna wird die abgeholt haben. So, na gut, dann machen wir das selber. Das heißt, ich wiederhole quasi das jetzt hier nach oben. So, und jetzt müssen wir die Fenster natürlich auch nur gucken, wie das jetzt größenmäßig am schönsten aussieht.
So, das heißt, hier ist wieder diese Zweier-Kombi. Da müssen wir mal gucken. Also es hat viel mit Ästhetik zu tun, wenn man baut, Ich finde meine, ich. wenn du das hier zum Beispiel so einen runderen Bogen, willst du den Ja. gerne vorsetzen, den Bogen, oder willst du Ja, den hier innen haben? also ich würde den schon gerne vorsetzen. Also ich würde hier gerne mit 2 Mauerlayern Minimum arbeiten. Weil dann würde ich vielleicht dir empfehlen, hier vielleicht das vielleicht Ein so höher, ein ne? 2 oder 2 hoch nur so haben. Das ist halt immer nur so ein kleiner, sag ich mal, Dachfenstermäßig ist Ich für dein. bin auch der Meinung, dass über der Also- Tür keine Fenster waren. Mimi. Ich glaube, es waren Tatsache nur rechts und links Fenster. Es war relativ viel Mauer. Weißt du? Das war Aber ich sehr mein- schlicht gehalten und es war hier über der Tür war ein großes Schild. Ein relativ großes Schild, wo drauf stand Amtsgericht. Bla bla bla. Und der Ort halt, ne? Altes Amtsgericht schießt mich tot. Also mir war auch so, als wenn da rechts und links nur Fenster waren. Und dass dieses Sieht ein Tor bisschen halt aus wie so ein. relativ hoch war. Das war relativ Schau. hoch. Soll ich dir was sagen? Ja. Verpasst das jetzt alles einmal in Holz und hast du hier eine Bar. Ja. Wir machen Saloon auf. Nein, der gehört da nicht hin. Ja, ich habe das erst gesehen jetzt, ja, dieses Rollo. Haut das so weg oder was? Oder hast du Nee, das das wurde gemacht? hingemacht. Okay. Ich hab's nicht hingemacht, das war ja schon da, als wir gekommen sind. Ah, okay. Ich vermute, das war Kai. Okay. Okay, dann ziehen wir jetzt mal die restlichen Gebäudeteile hier hoch. Dass wir hier das Hauptgebäude haben. So. Okay. Das geht quasi bis hier. Ich mache jetzt erstmal nur die Umrisse, wundert dich nicht. Das ist einfach so für meinen Kopf. Ich zeichne immer. Das hört sich mal blöd an, aber ich zeichne immer mit Blöcken vor. Mit Wolle und dem tatsächlichen Stein, den ich dann benutze. So. Okay, das wäre dann hier die Wand. Und da sitzt das Gebäude. Bei Mimi, das was nämlich hier ist, es sind 3 Kontradächer. Das mittige quasi geht rechts und links, wenn du davor stehst, ab. Und bei den anderen ist es so, wenn du hier stehst, also an den Seiten stehst, geht das quasi, ist das ein Kontra. Weißt du, wie ich es meine? Das ist so nur so, dass es hier direkt in die Wand geht? Ja, Oder? das ist niedriger, genau, das ist niedriger, Das ist hat ähnlich aber wie hier? auch diesen Aufbau mit den Stufen, aber der ist halt hier. Du guckst halt hier drauf. Und das Dach geht quasi da ran. Ah, das ist. Verstehst du, was ich meine? also? Ich glaube, du hast in Greifswald gibt es auch solche Gebäude, das weiß ich. Die habe ich da schon Meinst, gesehen in das der ist- Altstadt. Ja, Das ist so, dass ja, der ja. Dach hier ist. Dass das hier die Schräge so ist. Nee. Hier Oder ist die Schräge. schräg? Hier ist die Schräge. Das ist genau das in klein, sozusagen. Aber du hast halt diese Hauptwand hier vorne. Die ist hier. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir den Merkstein wieder, ne, für die Etage. Und dann haben wir aber nur einen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt muss ich nämlich gucken wegen den Höhen. Weißt du? Ich muss das jetzt so geschickt angleichen, dass dieses Dach quasi in diese Aber das sind 4. Wand. Also das sind Das sind 4. jetzt 3. 1, 2, 3. Oh Gott. Ja, da können auch kleine Fenster sein. Das ist jetzt nicht so das Tragische. Tatsache ist, an der Seite war das dann nicht ganz so steil. Das heißt, du hast hier diese, genau, so gehabt. Und das so, Dach okay. geht so, weißt du, das von rechts und links. Dann auf der anderen Seite. Ah, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, das ist hier eine volle Wand
im Grunde genommen einfach nur eine volle Das Wand. ist dann hier Und das so, schließt dann an die, genau, und das schließt dann quasi an diese Wand dran. Ha, Mimi versteht, was ich meine, auch wenn ich mich manchmal total beschissen ausdrücke. Die kennt das schon. Vor allen Dingen, ich weiß, dass sie bei sich auch solche Gebäude hat. Das weiß ich. So, siehst du? Ja, Und dann geht das Dach bei hier. uns am Markt. Genau, das ist die Altstadt bei euch, ne? Innenstadt. Ja. Und das, wie gesagt, also ist zum Beispiel, ich weiß, dass in Wertheim solche Teile stehen. Also hier Baden-Württemberg und es gibt in Bayern teilweise. Also das ist, wie gesagt, hier eine wirklich tote Wand. Die geht bis so, ne? Und drüben ist das quasi auch nochmal so. Das hat quasi zwei solche Außengebäude. Also es sind eigentlich 3 Gebäude, wenn man so will. Ne? Also ich mache das jetzt erstmal zu, weil ich gesagt habe, die Innendeko und so, das ist eine andere Aufgabe. Das kommt dann so in meinen Chill-Momenten. Da könnt ihr euch dann drauf freuen, wenn ihr dann so mit, ja, fertige Einrichtungen und so dann seht. Ich weiß nicht, ob ich da noch Stream von mache, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, für euch ist ja interessant, wie entstehen ja auch solche Gebäude halt, ne? Also ihr seht, vom Prinzip her ist es eigentlich nicht anders wie die kleinen, die ich gebaut habe. Es ist eigentlich immer so dieselbe Vorgehensweise. So. Man baut das halt jetzt einfach. Dieses Huhn macht mich irre, was da rumrennt. Ich denke, meine Fliege rennt hier über meinen Monitor. Das ist voll unfair. Jo. So, wie gesagt, ich baue jetzt erstmal grob Fensteröffnung, Türöffnung und solche Dinge halt. Also hier in der Zwischenwand und so, das interessiert jetzt noch nicht. Das ist, das machen wir später. Wir machen jetzt erstmal außen, weil ich ja gesagt habe, ich würde gerne mit 2 Layern arbeiten, weil dann kommt das Türchen, der Eingang, nämlich auch viel mehr zur Geltung. Und das ist der Sinn des Ganzen. Wenn ihr das nämlich jetzt so macht, dann würden die meisten jetzt beigehen, ich bin da keine Ausnahme, einfach Falltüren hintersetzen, Tür unten rein und fertig. Und wir haben aber gesagt, wir wollen dem einen schönen Eingang machen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Puffer, dass wir höher gehen können. Kannst du mal, Marcel? Er hört mich nicht, er hat Ohrenstöpsel drin. Ich hasse meinen Sohn dafür. So, okay, also ich habe, wie gesagt, auch das Problem, wenn ihr jetzt aber 2 Layer macht, dann kriegt das Ganze viel mehr Tiefe. Das heißt, ihr könnt aus dem relativ schlichten Vorderfront viel mehr rausholen, sage ich mal so. So wäre es jetzt einfach nur platt. No? Das ist so, ihr kennt das, wenn man malt. Es gibt 2 Arten von Malerei. Es gibt einmal, ich mal, ihr kennt ja das Haus vom Nikolaus, ne? So eine Marke. Oder ihr, so wie Kinder halt malen, Kasten, Dreieck oben drauf, paar kleine Quadrate als Türen und Fenster und noch ein Rechteck oben drauf, dann ist ein Haus. Ne? Und dann gibt es aber die, die dann eben Tiefe reinbringen, also Perspektive. Das heißt, da etwas Dreidimensionales schaffen. Und das versuche ich gerade mit diesem Ding hier. Deswegen das unsinnige Gequatsche mit den Layern. Okay, also das ist dann sozusagen die Vorderfront. Die machen wir jetzt mal. Da wechsle ich mal die Wollis aus hier. Huhn, du nervst. Du wirst gleich auf den Grill geschmissen, wenn du nicht dich verziehst da. So. Ich kenne ein Haus, das würde richtig gut reinpassen. Das auch aus dem 16. Jahrhundert vom Greifswald. Ja, kannst du gerne reinbauen. Wie gesagt, wir haben hier genügend Lücken, die gefüllt werden müssen, damit eine Stadt draus wird. Und sie ist ja eigentlich, ich sag mal, mittlerweile haben wir ja ganz viele Häuser aus der Renaissance, die aus Deutschland kommen. Wir haben einen Teil aus der Schweiz, wir haben auch Teile mittlerweile aus der venezianischen Renaissance. Also es passt alles. Hauptsache es passt halt in dieses Zeitalter. Von daher, wie gesagt, tu dir keinen Zwang an. Kannst du gerne machen. Ich bin froh über jedes Haus, was ich nicht... Ja, ja. Das ist die Renaissance, genau.
Und auch unsere Stadt bemühen wir uns gerade hier alles nur aus der Renaissance zu bauen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil ich hatte das ja Gladys auch schon erklärt und sie hat das ja auch so bestätigt, dass in vielen Städten, zum Beispiel wie sie halt aus München kommt, das Problem haben, das, was der Krieg nicht geschafft hat und der Verfall, das hat dann die Stadt geschafft, weil sie dann neu, unbedingt modern und neu bauen wollen und haben dann viele alte Dinge abgerissen. Klar, abreißen ist billiger als restaurieren, ne? Das wisst ihr ja. Weil Denkmalschutz und so halt, ne? Wenn man etwas in Originalzustand nämlich wieder hinsetzen will. So, jetzt haben wir hier quasi schon so ein bisschen die Grundlage. Jetzt können wir hier nämlich planen. Jetzt muss ich gucken. Also dieses Haus zum Beispiel, jetzt bin ich am Überlegen, ich glaube, das hatte auch eine Treppe. Das heißt, hier wäre sozusagen das erste Fenster. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2. So, und jetzt muss er hier auch noch eine Tür hin. Und jetzt seht ihr das Problem, was ich schon habe. Ich kriege hier in der Größe keine Tür rein. Also muss ich jetzt schummeln. Das heißt, ich hau jetzt hier eine Dreiertür rein. So. Dreierfenster, dann machen wir das auch ein bisschen höher. Erstmal, damit wir so ein bisschen die Merkleiste haben. Gut, dann kann man hier oben dann, boah, kann man nochmal so Dreierfenster reinhauen. Wie gesagt, guckt immer ruhig relativ, wie gesagt, mit den Blöcken, dass das passt, dass ein bisschen synchron ist. So, da können wir dann Zweierfenster reinmachen und dann machen wir einfach der Zierde halt einer Fenster rein. So, und schon passt das. Weil ganz genau kann ich es nicht imitieren. Also ich bin ja nicht ums Gebäude rumgelaufen. Ich habe es halt nur so im Vorbeifahren gesehen und habe gedacht, das wär's jetzt. So, das heißt, jetzt ziehen wir hier eine Mauer runter. Okay. Die ziehen wir auch runter. Das wird eine Doppel. Dann machen wir das hier auch einmal so, dass hier auch wieder 2 Abstand sind. So, okay. Dann einen höher. Weil, denkt dran, da kommt ja noch der Boden rein. So, dann wäre hier ein Fenster, hier ein Fenster. Jetzt haben wir in der Mitte ein Zweier. Können wir so lassen, ist ja nicht weiter schlimm. Warum nicht? Ob so wirklich ist, weiß ich nicht, kann ich euch nicht beantworten, aber es geht ja darum, so ein bisschen den Stil nachzuempfinden. So, okay, dann machen wir das. Ich gehe mal kurz zu Nonstop, der scheint zu verzweifeln. Okay, bis später. Bis später. So, okay, dann machen wir jetzt einfach einer Fenster rein. Ja. Einer Fenster rein und da wiederholen wir das halt. Das sieht dann ein bisschen harmonischer aus. Aber ihr seht schon, auf was ich hinaus will. Ne? So. Die Mimi geht jetzt erstmal nonstop helfen. So, das heißt, wir haben jetzt hier im Grunde genommen schon eins der kleinen Gebäude fast fertig. Da werden wir das auch nochmal so machen. Oh. Muss man nachher nur kontrollieren, dass wir die Wollblöcke alle weg haben. Das heißt, wieder ein hoch. Da können wir gleich die 2 reinsetzen. Oh. Oh. Dann hier natürlich wieder den einen reinsetzen. Dann können wir den schon mal austauschen. Den brauchen wir dann nicht mehr. So. Dann haben wir das. Dann müssen wir einen höher. Weil das kein ebenerdiges Haus ist. So, und dann gucken wir, haben wir hier einen Einer, hier einen Einer, in der Mitte ein Zweier. Dann messen wir wieder aus. Das ist die Höhe. Oh, kann man nichts falsch machen. Dann gehen wir wieder hoch, schauen. Wieder die 2. Einer und bis oben hin und dann haben wir schon den Grundriss von dem einen kleinen Haus fertig. So, dann seht ihr das schon. Und das können wir natürlich auch steiler machen hier noch.
Das werden wir noch sehen, wie wir das am besten lösen. Noch gefällt mir das noch nicht ganz so, weil das ist relativ flach hier. Dass ich überlegt habe, ob ich das nicht auch alles nochmal so höher setze. Und das hier auch nochmal. Oh, und dann mal die Zweier lassen, ne? Die haben wir nicht vergessen. Oh, Zweier. Und dann machen wir das hier auch nochmal. So, ich glaube, das wirkt schöner so. Dankeschön, ich werde hier bewirtet gerade von meinem Sohn, weil ich nämlich, als ich nach Hause gekommen bin, noch gar nichts gegessen hatte. So, jetzt muss man mal gucken. Also, das ist auf jeden Fall höher wie das. Das passt. Nö, das passt. Gut, dann machen wir uns mal dran, das nächste hier zu machen. Das heißt, wir ziehen jetzt diese Wand hoch. Wir tauschen aber erstmal das da aus. Oh. Den machen wir gleich raus, dann wissen wir, das ist fertig. Boah, den hier außen auch, den haben wir schon. So, okay, dann machen wir jetzt mal das hier. Die Rückwand, also diese Seitenwand. Also Rückwand von dem kleinen Gebäude. Die machen wir jetzt genauso erstmal hochziehen, wie wir das gerade mit dem anderen gemacht hat. Das heißt, es geht hier lang. Ne? Also das hier. Und klar, ich könnte es jetzt mit World Edit füllen, aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe keine Lust auf noch mehr Geisterblöcke hier auf meinem Server. Das war schon genug. Weil World Edit hat irgendwie, keine Ahnung, einen Bug ausgelöst und wir haben jetzt hier Geistertruhen überall rumzustehen an Geisterblöcke. Also müssen wir nicht weiter haben. So, okay. Seid ihr alle schon eingeschlafen oder lebt ihr alle da draußen noch? Könnt ihr mir folgen mit meiner Erklärung? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen verwirrend. So, okay. Weil wie gesagt, das ist einfach eine ganz normale Wand. Ja, also die bauen wir jetzt quasi hoch. Schließen die. So. Und bei der anderen Wand, also bei der Rückwand, ist die Besonderheit, die ist Tatsache zu. Da gibt es nur ab und zu mal so ein kleines Fenster drin. Also das war früher halt so. Ne? Es gab immer eine hässliche Seite von einem Gebäude. Die waren nach außen hin immer sehr geschmückt. Das habe ich ja bei vielen anderen Gebäuden euch auch schon gezeigt, dass es da immer diese Schmuckansicht vorne gibt und dann halt zu den Seiten, je nachdem wie die Stadt, also wie die Straßen und Gassen waren, manchmal halt auch sehr schmucklos. Teilweise auch sehr runtergekommen, habe ich gesehen. Ja, da wurde dann nicht so viel außen, so nach der Devise vorne hui und nach hinten alles fui oder so. So haben die früher gebaut, ist Tatsache. Weil das war ja auch sehr teuer, ne? Weil die viel mit Stuck und so gearbeitet haben. Der Renaissance ist ja das Wiederaufleben lassen von alten Stilen wie ägyptisch, römisch, was gab es noch, italienisch, alles mögliche. Also alle Baustile quasi Renaissance wiederbeleben, wiedergeboren heißt das ja übersetzt. Ich bin noch wach und finde es gut erklärt. Dankeschön, Dankeschön. Ich geb mir Mühe, mein Gehirnchaos zu entwirren, bevor er meinen Mund verlässt. Okay, gut. Also wir haben jetzt hier die Vorderseite, also die Schmuckseite. Und dann haben wir hier hinten, wie gesagt, man könnte natürlich auch das hier als Hinterseite machen. Ich fand das aber schöner, dass man hier auch so, wenn man hier vom Wasser kommt zum Beispiel, so ein schönes Gebäude dann sieht halt, ne? Weil schmuckvoll ist ja da auch. Ich meine, gut, Amtsgericht neben der Fabrik ist auch nicht gerade das Wahre, aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. So, dann ziehen wir jetzt hier
die schmucklose Rückwand mal und füllen die auf und dann machen wir uns dran, das, was wir da haben, zu wiederholen auf der Seite. Klapper, klapper. So, das kriegen wir hin. Wie gesagt, wir haben ja Zeit, wir sind nicht auf der Flucht. Und während man so stupide vor sich hin baut, das mache ich übrigens ganz gerne. Ich habe euch ja schon mal erklärt, warum auf der einen Seite World Edit natürlich toll ist, aber auf der anderen Seite für mich eher ein Fluch. Weil wenn ich so händisch sinnlos die Wände hier hochziehe, ja, so monoton, dann kann ich mir nämlich in der Zeit schon die nächsten Schritte überlegen. Und wenn ihr das mit World Edit macht und noch nicht so genau wisst, wie ihr was machen wollt, dann kann das manchmal auch ganz schön nach hinten losgehen. Und deswegen mache ich das immer ganz gerne so. Und das geht ja auch. Ihr seht ja. Deswegen lässt du mich denn immer das alles mit Word Edit machen. Zum Beispiel. Also mein Hirn braucht immer so ein bisschen Entspannung. Ich habe manchmal das Gefühl, World Edit ist meinem Hirn zu schnell, wenn ihr versteht. Ich habe einfach nicht die Zeit, den nächsten Schritt zu planen. Und deswegen haue ich immer Kännchen zum Beispiel auch auf die Finger. Also wenn ich von mir aus sage, zieh mal die Wand hoch oder so, dann weiß ich, ist es okay. Dann weiß ich aber auch schon, dass ich die nächste Idee habe und sie umsetzen möchte. Ja, aber in dem Falle zum Beispiel bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mit den Layern gerecht mache. Halt. Weil ich habe ja gesagt, wir vergrößern nach außen hin. Jetzt wisst ihr, warum ich so viel Platz hier habe und von Guccis Haus hier so ein bisschen Abstand genommen habe. Damit ich die Möglichkeit habe, einen Layer ranzusetzen. Übrigens, Mimi, du kannst es bestimmt bestätigen, dass man einen Layer nicht ums ganze Haus setzen muss. Es reicht manchmal nämlich wirklich aus, wenn man das wirklich nur an der Schmuckseite macht. Und ich habe euch ja gerade erklärt, das hier ist die Schmuckseite. Das heißt, es reicht eventuell aus, wenn wir nur hier diese Layer nach vorne setzen. Das heißt, auf 2, 3 Layer gehen. Das braucht hinten nicht. Ne? Darüber hinaus, die Häuser von der Renaissance haben so oder so nur vorne. Genau. Das alles. Genau. Die waren ja, Also ich meine zum Beispiel bei... vorne hui und hinten rum pfui, sage ich immer dazu. Genau. Vor allem sieht man das halt bei den ganzen alten Städten wie Stralsund und Greifswald in der Innenstadt, dass zum Beispiel die so eine richtige Fassade vorne dran haben. Ja. Und dass die richtig hoch geht, aber das Dach hinten erst ganz unten ansetzt. Ja. Und es halt auch nur so ganz flach ist. Ganz merkwürdige Dächer teilweise. Das ist halt wirklich so eine Sparmaßnahmen. Ja, Genau. außen hui, ich bin wer. Und wenn man dann auch in die Häuser reinkam, die sahen längst nicht so imposant aus, wie sie von außen wirken. Glaubt das mal nicht. Weil das konnte sich Tatsache nicht jeder leisten. Also ich habe diesen Effekt bei meinem Opa damals gelernt. Der hatte auch ein sehr, sehr altes Haus mit tollen griechischen Säulen davor. Oben dann so diesen Haupteingang, wo man dann die Kundschaft empfangen hat. Unten dann so dieser, so wie im englischen Stil so ein kleines Treppchen runter, wo dann, ich weiß nicht, die Älteren von euch kennen wahrscheinlich das Haus am Eaton Place. Also so müsst ihr euch das vorstellen. So diese martialischen Säulen vorm Haus mit riesengroßer Treppe und Prunk und Tralala. Alles so im griechischen, römischen Stil gehalten. Und dann an der Seite so der Lieferanten- und Lehrlingseingang, ne? Also wo dann die Angestellten nur rein durften, also die da gearbeitet haben. Also in meinem Falle war es bei meinem Opa, war Schuhmacher und seine Lehrlinge sind da halt rein, ne? Und die Lieferanten und so. Und ich kann mich noch entsinnen, dass von außen dieses Haus unheimlich toll aussah. Und wenn man da reinkam, also ich sag mal so, so eine alte Linoleumtreppe, so eine uralte, kennt ihr wahrscheinlich diesen Geruch. Ja, eine ganz, ganz alte Treppe. Und das war tatsächlich ganz schmal da drin, weil das teilte sich dann Innenhaus quasi auf 2 Etagen
auf. Also auf 2 Parteien. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt rein und das Haus ist in der Mitte durchgeschnitten. Ja. Und da gingen dann ganz schmale Treppen hoch und runter und rechts und links. Und für mich als Kind war das immer ein Abenteuer, weil diese Treppen waren so steil, dass ich als Kind immer gesagt gekriegt habe, rutsch die lieber auf dem Hosenboden runter, bevor du uns da die Treppen runterknallst. Und ich bin wirklich bei meinem Opa ungelogen, ich glaube bis zum Alter von 10 die Treppen runtergerutscht immer. Weil die so steil und rutschig waren halt durch dieses Linoleum, was ja immer gebonert. Und dieser Bonawachs, den Geruch habe ich bis heute in meiner Nase drin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und um es auf den Punkt zu bringen, also diese Zimmer hatten von pompös oder toll oder so überhaupt nichts. Das war ganz dunkel, düster und ja, also man kann sich das nicht vorstellen. Also das war so außen hui, ja, wenn man das Gebäude gesehen hat. Also man hat es ja auch nur von vorne gesehen. Hinten im Garten sah das Haus aus, als wenn es gleich auseinanderfällt, ja. Aber so außen hui und dann denkst du, kommst du in so einen Palast rein und dann angeschmiert, ne? Also das, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne ja auch so die alten Häuser in Kreuzberg aus der Gründerzeit halt, ne? Die sie ja zum größten Teil abgerissen haben dann und oder saniert haben, wegsaniert haben und so. Nicht mal die sahen teilweise so schlimm in dem Zustand aus, also wie das Haus innen bei meinem Opa halt, ne? Also als Kind nimmst du das nicht so wahr, aber wenn ich da heute so drüber nachdenke, oh Mann. Ja, das, ja, wie gesagt, das Haus ist, glaube ich, 1800 oder schieß mich tot gebaut. Also ich glaube sogar noch weit vorher. Ich glaube, das war noch älter. Weil ich weiß, dass meine Urgroßoma, die irgendwann 1800 schieß mich tot geboren wurde, also zur Kaiserszeiten, Kaiserin Sissi und so was, müsst ihr euch vorstellen, ja, meine Oma, die hat mir halt erzählt, dass sie also schon immer in diesem Haus gewohnt hat halt, ne? Also man kann sich's nicht vorstellen, es ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, es gibt ja viele Häuser aus der Gründerzeit, die zum Beispiel im Prenzlberg halt aufgearbeitet worden sind von den Besitzern oder Studenten oder was auch immer halt, ne? Und die sehen richtig toll aus. Und dann haben wir Tatsache auch in Berlin Häuser, die älter sind, also nicht aus der Gründerzeit, sondern Renaissance, teilweise noch früher und die sehen aus wie außen ganz toll und innen drin vergiss es. Das ist Tatsache so. Ich fände das einfach schade halt, ne? Weil ich mag diese Häuser. Ah, Stine. Moin nach Hamburg. Unsere Stine ist auch da. Ich sagte, die trudeln alle so Stück für Stück ein. Das ist der Vorteil, wenn man so chillig halt vor sich hin baut. So, ich mache jetzt quasi die schmucklose Rückseite, was ich ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, die ja zur Stadt hinguckt, aber ich finde es halt schöner, wenn man vom Wasser kommt, das halt dann auch schön sieht, was das ist. 1, 2, 3. Oh. Weil es ist halt... Kai ist wieder so drauf. Ja, ja. Ich glaube, er hat gerade Padma genervt. Naja, vorher hat er die ganze Zeit, jetzt fängt wieder Nonstop mit an. Ja, ja. Sollen sie machen. Ich baue ja hier in einer ruhigen Ecke. Alles gut. Stört mich gar nicht. Sollen sie machen, was sie wollen. Ich sehe es nicht, ich höre es nicht. Alles gut. So, okay. Dann haben wir das jetzt und dann hatten wir 2, ne? Ja, 2 auf jeder Seite. Genau. 2 auf jeder Seite. Ah, da hatte ich den Schnuppi oben gar nicht draufgesetzt. Siehst du? Da fehlt da der Schnuppi noch drauf. Den können wir da noch hinsetzen. Dann wirkt das nämlich noch größer. So, jetzt haben wir den Grundriss von dem zweiten fertig, wie ihr sehen könnt. Ich mache jetzt erstmal bewusst keine Fenster da noch rein.
Und jetzt nehmen wir uns das hier vor, weil das hat Tatsache die Front auf der Seite. Und wie gesagt, das Haus ist ein... Dose ist leer. Okay. Steinzeit. Guten Abend, Kaktusmeister. Wie gesagt, wir haben jetzt hier vor, die nächste Höhe zu machen. Das ist nämlich wieder eine andere Höhe. Also andere Breite, andere Höhe. So. Okay. Das heißt, wir fangen wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Etage. 1, 2 dazwischen. 1, 2, 3. Ja, ich denke mal, so passt's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, einen noch rauf und gut ist. So, machen wir mal die nächste Front hier. Damit wir natürlich an der Seite auch die Fenster hinkriegen, ne? Muss das alles so ein bisschen stimmen. So. Solange Ecki und der Hafen da hinten nicht gestört wird, ist mir egal, was die anderen machen. Die stänkern sich da schon gegenseitig. Wir lesen mal so aus den Augenwinkeln. Nonstop wurde getötet, Kai wurde getötet. Ja. So, okay, dann machen wir das wieder mit zugeben. Und dieses Zweier. Na, also eine zugeben und Zweier. Dann hier. Kommen wir gleich wieder. Jo, mach das. Zweier. So, ein zugeben. So, jetzt müssen wir gucken. Da sind 2. Da sind 2. So. Und dann kommen da nochmal wieder 2 rauf. Da sind 2. Da sind 2. So. 1, 2. 1, 2. So, ich komme hier schon selber durcheinander. So. Und dann haben wir das hier auch nochmal. 2, 2. Dann haben wir hier wieder. So. Und das hat dann wieder eine ganz andere Form, ne? Das kommt dann auch hier wieder hinten dran. Das heißt, wir verbinden jetzt das Häuschen quasi mit dem großen Haus. Machen wir dasselbe eigentlich wieder nochmal. So, dann haben wir das hier wieder. Nehmen wir hier wieder einmal hoch. Machen hier wieder so eine Zweier. Bei der Abstand, der sollte schon gleich bleiben. Okay, dann machen wir dasselbe hier. Da habt ihr dann schon den Zweier. Weil sonst ist das mit den Fenstern immer so ein bisschen doof. Das habt ihr bestimmt öfters schon mal erlebt. So. Dann ist das Haus auch wieder ein höher stehend. Das heißt, wir setzen hier von vornherein gleich diese 2 rein. Oh. Es hat quasi 3 wunderschöne Eingänge. So, und das müssen wir halt hier jetzt auch hinkriegen. Das heißt, ich ziehe das jetzt erstmal durch. So, dann haben wir hier einen Einer. Der muss weg. Das müssen mindestens 2 immer sein. Haben wir hier auch. So. So. Okay. Dann müssen wir uns hier orientieren an der Höhe. Das heißt, bei dem hier kommt ein Block rein. So, das heißt 1, 2, 3. So.
So, das wiederholen wir jetzt quasi, damit wir schon mal die Grundlage dann haben für die Seite. Und hier machen wir dasselbe. Okay. Okay, das passt. Gut. Es passt. Jetzt muss man nur überlegen, wie wir die Fenster gleich machen, ne? So, das heißt, hier haben wir das auch wieder. Das heißt, hier wäre quasi Ober- und Unterkante. Ziehen wir erstmal durch, weil die Tür können wir immer noch raushauen. Dass wir gucken, weil das ja wieder eine andere Breite ist. Gut, dann schauen wir mal. Wenn ich hier Zweierfenster reinsetze. Zweier. Dann hätten wir hier noch eine wunderschöne Tür. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das wäre quasi so. Wir können natürlich auch einer Fenster reinsetzen. Müssen wir das hier wieder aufhebeln. Dann machen wir da einer Fenster. Das wirkt dann so ein bisschen stabiler. So, das heißt, hier oben machen wir dann einer Fenster auf jeder Seite, dass das so ein bisschen synchron wirkt. So. Und dann gucken wir mal 1, 2. Ja, können wir so machen. Mal schauen. Ja, doch. Sieht aus wie ein Gesicht, aber naja. Okay, und das bleibt wieder so. Ne? Schmucklos, zierlos. Und dann können wir das hier nämlich auch mal gucken. Wie machen wir das? Wir gucken mal mit Zweierfenstern. Zweierfenster. 1, 2. Hopp. Ah, geht nicht ganz auf. Dann gucken wir mal einer. Mal einmal so ein bisschen ausprobieren. Und dann könnte man hier noch ein Einer, hier noch ein Einer und dann Zweier zwischensetzen. Ja, passt. Warum nicht? Wie gesagt, ich habe die Fenster, das war das Letzte, worauf ich geachtet habe, bin ich auch ganz ehrlich. Das habe ich mir nicht gemerkt. Das mache ich jetzt einfach so nach Instinkt halt. So, das heißt, das wiederhole ich quasi. Das heißt, einer Fenster. Man kann natürlich auch beigehen und Dreier machen oder wie auch immer halt. Ne? Das bleibt Geschmackssache halt, sage ich mal so. So. Okay. Das ist ein Riesengeschoss hier, ich sehe schon. Aber wir haben es gleich. Wahnsinn. So, und bei dem zum Beispiel kann man das machen, da das so ein freistehendes Außending ist, dass man da natürlich auch die Fenster reinsetzt. Ne? Das hat ja mit dem, sind ja Nebengebäude, eigenständige Gebäude halt, da kann man durchgehen, aber mehr auch nicht. So, okay. Dann schauen wir mal. Ziehen wir wieder rüber. Und mal wissen, wie hoch wir da müssen auf der Seite. Spannend wird es, wenn das Dach raufkommt. So, denkt dran, wieder 2. Aber vorher müssen wir halt noch diesen Layer einbauen, wegen dem Bett, wegen dem Dach. Aber ich denke mal, ich werde den Layer nach außen setzen. So, ich mache das jetzt erstmal zu hier und dann hauen wir uns da durch. Das geht schneller. Da, 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 da. Was habt ihr denn Schönes gemacht heute am Sonntag? Seid ihr unterwegs? Habt ihr so wie ich trotzdem schief? Mann, das ist nicht schief, das Haus. Das ist überhaupt nicht schief. Ich stehe hier schief. Es ist Bubu-schief. Bubu-schief darf sein. Ja, Bubu-schief ist gut. Ihr dürft Bubu-schief bauen, ich erlaub's euch. Naja, ich werde schon wieder geärgert hier. Werd schon wieder gemobbt. So, Wo ist denn der Mob? ich weiß nicht.
Ohne Ich Mob finde kannst du nicht gemobbt ich finde das werden. übrigens lustig, wie in den einzelnen Discord-Truppen, also in den einzelnen Braugruppen, sage ich mal so rum. Das versteht man dann besser. Also in den einzelnen Bautrupps, wo ich drin bin, unterschiedlich geredet wird. Das ist richtig lustig. Also wenn ihr zum Beispiel bei Kroko jemanden so scherzhaft mobbt, ja, dann sagen die, die werden geswiffert. Ich fand das so lustig. Ja, das ist mit den neueren Mit den so. Pinseln, ja. Das ist irgendwas, mir wurde das so erklärt, so, das hat etwas, nee, das hat etwas, oder habe ich das doch gemacht? Warte mal, 2. Der Ich hab- heutige Mob ich- ist der Swiffer. Ja, genau. Ich habe mich hier Tatsache, Ich habe sogar noch einen Mob. ich ein Dreier da? Ich habe 2 einzelne. Hä? Moment. Ich habe gerade Dasselbe. ein massives Fensterproblem. Nein, nein, alles gut. So, ich habe mich irgendwo verzählt. Ach, ja, ich hab's gesehen. Der war ein zu weit. So, jetzt passt's wieder. Oh Mann. Kann passieren. Okay. Ah. Dann da. Ach, ich komme gleich wieder. Ja, ja. Nonstop schreit schon wieder um Hilfe. Ja. Naja, entweder kommt, ich hab da mal eine Frage. Ich hab. Ich komme gleich wieder. Ja, ja. So, warum stimmt's jetzt? Meine Güte, die bringen mich ja ganz durcheinander hier. So. So, jetzt passt. Meine Güte. Okay, wir haben jetzt also diesen riesengroßen Rundriss. Ihr seht, es besteht tatsächlich aus 3 Gebäuden. Jo. Jetzt muss ich einmal einen Schluck trinken. Aha. Okay. Ihr seht, wie gesagt, 3 Grundrisse. Jetzt habe ich ja überlegt, wegen dem Außenlayer. Weil ich möchte dem Gebäude natürlich ein schönes Eingangsbereich bereiten. Das heißt, ich werde jetzt den Layer, den wir jetzt hier haben, Tatsache, damit ich hinten den nicht machen muss, um 3, also um 2 verbreitern. Das heißt, das alles nochmal sozusagen verdicken, ne? Damit es eine ungerade Zahl bleibt. Weil wenn ich das nämlich nur mit einem mache, habe ich eine gerade Zahl. Also muss ich es mit 2 machen, damit ich eine ungerade Zahl habe. Da. Okay, das heißt, ich kopiere jetzt quasi und verdicke das Ganze auf der Seite hier, damit wir einen schöneren Eingang hinbekommen und imposantere Fenster, wenn ihr versteht. Ne? Also ich werde jetzt einfach mal die ganze Geschichte hier, und das werden wir an allen Schmuckfronten so machen. Das heißt also auch bei dem kleinen Gebäuden, dass nur die Vorderfront quasi diese Layer kriegt. Und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, wenn man dann das Tor und so dann macht und die Fenster, wieso ich das jetzt so mache. Das ist zwar viel Arbeit, aber das lohnt sich. Halt. Tap, 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 tap. Ich mach's jetzt einfach erstmal bis zur Kante. Ist zwar viel Arbeit, aber egal. Es lohnt sich hinterher. Hm.
So. Wiederholen wir quasi das Muster hier. Weil wenn ich nach hinten nämlich gehe, dann haben wir nämlich einen Konflikt dann mit dem Haus von Gucci. So. Okay. So, alle sind fleißig hoffentlich am Bauen. Wir gucken gleich auch mal, wenn ich die Vorderfront hier die eine habe, dann gucken wir gleich auch mal, was die anderen so treiben. Begrüßen Padma und Ecki, haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Und die Stina. Und schauen mal, was die so für Unsinn treiben gerade. Habt ihr ja mitgekriegt, die machen ja schon wieder Quatsch teilweise. Oh. Einfach den Layer machen. Und es ist langwierig, es ist langweilig, aber wie gesagt, es lohnt sich. Ich kann es euch nur empfehlen. Und hallo, lieber Claudius, herzlich willkommen bei den Klötzchen. So. So, dann machen wir das. So. Diesmal braucht es Stine Hilfe. Ah, okay. Ein bisschen Wörter kopieren. Ah, okay. Hast du ihren Wahl versetzt? Nein, ich habe einmal etwas kopiert und auf der anderen Seite wieder reingesetzt. Ah, okay. Eine Amphore. Ah, ja. Okay. Und ich kopiere hier gerade mal. Ich habe mich für 3 Layer entschieden. Ich glaube, da kriegen wir einen besseren Eingang hin. Shit, ich hab's schon Da, 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 da. Das ist natürlich, wenn ihr jetzt im Survival das macht, natürlich, solltet ihr das vorher machen. Und hallo Vincent. Schön, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen. Ich bin gerade dabei, in meinem Gebäude einen Layer, einen doppelten, also es ist eigentlich ein dreifacher Layer zu verpassen, damit Tor und Fenster und die Vorderfront natürlich wirklich schön aussehen. Und das klappt halt nicht, wenn man nur ein Layer nimmt und ein bisschen Deko daran knallt. Da geht die Größe des Gebäudes einfach verloren. Es ist einfach so. So, also bin ich hier ganz gemütlich am Duplizieren meiner Wände. Klar können wir World Edit machen, aber ich finde das sehr entspannt, wenn ich das so mache. Und ja, so seht ihr das halt Schritt für Schritt. Weil nicht jeder beherrscht halt World Edit. Und so kriegt er das halt. Ja. Okay. Ich hoffe, dass die sich heute wirklich mit dem Bauen beschäftigen, weil, wie gesagt, ich bin ja hier so in meiner kleinen ruhigen Ecke gerade und krieg nicht so ganz mit, was die anderen treiben. Aber ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt hier diese Wand hier fertig habe, das dauert ja nicht mehr lange, dann gehen wir mal gucken, was die anderen so treiben. Quatsch. Naja, ich habe so die Befürchtung. Nein, die bauen schon. Aber ich hoffe es. Weil wir wissen ja, einige sind manchmal ein bisschen übermütig, ne? Die muss man da so ein bisschen wieder runterholen. Du weißt, wen ich meine. Also, und wir haben ja so, der Dritte benimmt sich ja heute, ne? Der dritte Schweizer da. Also von den 3 Schweizern sind immer 2, die Unsinn machen, sagen wir mal so.
Der eine macht sowieso nie Unsinn. Der macht das immer ganz lieb und nett und ein bisschen Verstecktheit und die anderen, wie gesagt, die sind manchmal ein bisschen schwer zu zügeln, unsere Schweizer. Und unser, ja, also nicht nur, ne, es gibt auch noch andere im Team, die ja so zwischendurch mal ein bisschen übertreiben, wenn die so ihren Quatschtag haben. Aber das muss auch sein. Wir sind ja hier nicht, wie gesagt, auf der Flucht oder... Nee, du bist ja gar nicht gemeint, Kai. Du bist aber trotzdem dabei, genau. Oh Mann. Hier ist der Oberquatschkopf. Der ist der Oberquatschkopf, genau. Mit dem haben wir uns was eingefangen hier. Mann, Mann, Mann. Da bist du dran selbst schon, wenn du Der ihn mischt den ins Haufen Team. hier so richtig auf. Nein, aber wie gesagt, es passt schon. Aber wie gesagt, das sind ja auch so zum größten Teil unsere Neuen halt, die halt das so im Laufe der Zeit dann auch lernen, wann mal gut ist. Ne? Ja, vor allem mit dem Soundfall noch. Ja. Wie gesagt. Weil wir wollen ja auch nicht 5 Jahre hier noch an der Renaissance bauen. Wir wollen ja bald in die nächste Epoche aufbrechen. Und wir haben noch nicht mal die erste Essenz verdient. Also ihr könnt euch vorstellen, dass der Frey da auch nicht so ganz begeistert von ist, wenn wir so lange brauchen. Ich meine, der hat zwar Urlaub an der Tiki-Bar, ja, der genießt das, wie ich so mitgekriegt habe, die schöne Ruhe vom Sturm. Aber wir kriegen ja noch eine zweite Aufgabe und noch eine dritte Aufgabe und die müssen wir ja auch noch erfüllen. Das ist ja hier gerade mal die erste, die wir in dieser Epoche machen. Mhm. Wie lange zieht sich jetzt schon? Vor Weihnachten haben wir angefangen. Oha. Ja, oha, genau. Aber gut, Ding braucht Weile und ihr wisst, die Renaissance ist halt sehr aufwendig. Ja, wir wollen euch ja auch so ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Ihr konntet ja schon ganz viel über Leonardo da Vinci lernen, zum Beispiel, und Martin Luther. Ja. Meine Stadt ist derzeitig mit Caspar David Friedrich Ausstellung. Oh, sehr schön. Caspar David Friedrich gehört übrigens zu meinen Lieblingskünstlern. Das ist ein ganz großes Vorbild, weil ich bin ja auch ein absoluter Rügen-Fan. Also von der Insel, nicht von den Menschen und den Gebäuden da, sondern von den Landschaften. Ich betone das mit Absicht, ja. Es ist einfach so. Und ja, Kreidefelsen und so halt, ne? Das ist so. Ja. Und war schon sehr eindrucksvoll übrigens, Mimi, wenn man an denselben Orten steht, wo der früher gesessen hat und seine Bilder gemacht hat. Das ist sehr eindrucksvoll. Wenn das Kasper-Feeling einsetzt. Nein, es ist schon irre, wenn ihr euch überlegt, an dem Ort zu sein, wo eben diese Menschen halt ihre Werke quasi gemalt haben, ne? Das ist schon irre. So, wir haben es gleich geschafft. So, nochmal den noch. So. Mal gucken, haben wir alles? Auf 3? Sieht gut aus, fast. Hier fehlt noch ein Stück. Irgendwann sieht man nämlich nur noch einfarbig. Deswegen habe ich gesagt, wir werden, wenn ich die Front hier jetzt fertig habe, erstmal ein bisschen gucken, was die anderen machen. So. Ich finde das so geil. Essen steht neben mir und ich habe keinen Hunger. Ich habe zwar den Geruch die ganze Zeit in der Nase, aber irgendwie so, keine Ahnung. Ich finde es gerade spannender zu bauen. Und mein Magen knurrt auch nicht. Ich habe eher Durst. Durst. Gut, jetzt haben wir hier die 3 leer und jetzt werden wir erstmal
die anderen besuchen, würde ich mal sagen. Wir schauen mal. Wir machen mal die Tabliste an und gucken als erstes mal bei Nonstop vorbei. Dann gucken wir Wusi zu. Wusi ist, soweit ich weiß, bei Ecki mit am Wursteln. Das passt schon. Padma ist auch in der Ecke. Ja, machen wir das einfach mal so. So. Hey, na. Wundert euch nicht, ich schreibe jetzt meinen Befehl ganz aus. Das ist für mich übersichtlicher. Wir werden erstmal zu Nonstop fliegen. Mal sehen, wie weit der ist. Hallöchen, Nonstop. Er steht wieder Nee, ist auch nicht der. auf dem Dach und guckt wieder in die Gott, wo Luft. ist der Witz? Warte mal kurz. Der ist AFK, Oh, gut. die Bubu ist hier. Ja, Oder er guckt was nach. ja. Das ist immer Nee, jedes kein Mal, wenn ich Ärger. bei ihm Sorry, komme. sorry. Ja, musst du Nee. in die andere Gruppe gehen und Hallo sagen. Nee. Nee, stimmt doch gar nicht. Andere Gruppe drinne. Mal gut, wo ist dieser Witz? Der sucht einen Witz. Du sollst nicht Witze suchen, du sollst dein Gebäude bauen. Junger Mann hier. Ich glaube, Aber ich höre die Bubu ja gar nicht. Ich glaube, die die Bubu baut können mich gerade dich nicht ein. hören, aber du kannst sie hören, weil ich Ja, habe ja, das in ich der weiß. Gruppe, wo die Ja, drin ja. sind, so eingestellt, dass man von außen und von innen hören kann. Moment mal kurz. Er kapiert das aber nicht. Hehe. Wollen wir denn mal in die andere Gruppe rein? Ja, ja. Moment kurz. Keine Ahnung. Doch. Miep, miep. Ah, Miep, miep. mein Ohr. Haha. So, jetzt die Liste weitersuchen. Ich bin eine Liste am Suchen. Oder besser gesagt, ich bin ein Witz am Suchen. Ich hab, Flachwitz um die oder Ecke. Witz? du sollst keine Witze Bubu. suchen, du sollst bauen. Ja, komm. Ja, gleich. sag ihm das mal, er soll bauen. Hi, Bubu. Bubu. Hi, ich besuche euch gleich mal einzeln. Ich guck mal, wie weit ihr seid. Oh, da muss Mhm. ich aber ganz schnell Bubu. bauen jetzt. Oh, verdammt. Bubu. Ja, ich bin noch da. Lieben Gruß von Cat Girl, du sollst singen. Miau. Miau. sollst singen. Ich sing. Nee, lieber nicht. Da vergraul wirklich nachher alle in meinem Chat gerade. Die haben sich gerade so eingepuschelt. Und wenn ich jetzt wieder singe, I believe I can fly. Oh, meine Ohren. Das darf ich nämlich nur in Rom und im gallischen Dorf oben auf Trubadix seinem Turm. Ja, und Bei dann den- kommt TNT. Genau. Und dann werde ich immer runtergeschubst oder eingesperrt oder entführt oder in Pompeji in den Vulkan geschmissen oder so. Haben sie auch schon gebracht. Ich weiß gar nicht, was Ja, die dann immer frag dich dagegen mal haben. Ne? warum. Ein Fachwerk. Aber dein knallgrünes Gummiboot war auch nicht schöner. Ich sitze in einem Knall. Geholt, die mit dem Nee, das Traktor- war ja kein Gummiboot, das war eine Gummizelle. Genau. Ja. Okay, also du bist hier momentan Julia, im bitte Stillstand. nicht immer dasselbe in den Chat schreiben. Wenn ich nicht gerade antworte, dann hab ein bisschen Geduld. Ne? So, dann werde ich mal gucken. Der nächste, wo ich hin wollte, ist Wusimu und Ecki. So. Ey, ich muss auf die Suchen kurz gehen. Ja, geh suchen. Ich weiß nicht, was du suchst, aber du wirst ich es schon hab ihn irgendwann finden. gefunden. So, also, jetzt So, müsst ihr- Ton aus, schnell den Ton aus. Okay. Diesen Witz, der müsst ihr euch anhören. Der ist Hammer. Also, ich glaube, ich hoffe, ich darf das erzählen. Warte mal kurz durchlesen. Ja, den darf ich erzählen. Okay, Den- jetzt. So, kennt ihr die wundervolle Taste, wo man ein Wusimu mit muten kann? Ich liebe sie. Du meinst Nein, einen Nonstop natürlich, Wusimu. Hallo, Wusimu. Hallo. Ich sehe schon, du bist fleißig mit Ecki hier zusammen an der Zitadelle am Bauen. Das sieht ja schon mal richtig cool aus. Musik schnell ausschalten, sonst höre ich gar nichts. Bubu, willst du aus unserer Gruppe rausgehen? Ich- Dann hörst du also vorhin nonstop hab ich nicht. dich ja aus Versehen, Ah, ich habe den auf stumm erschreckt. gestellt, den höre ich eh nicht. Also ich weiß Ach aber, so. dass das auch stumm bekommt. Wir müssen einfach nur an 00 teleporten und dann auf Hast du ja mich erschreckt, Survival jetzt setzen. hast du mich erschreckt. Da, warte mal. Wusi, wir gehen mal aus der Gruppe. Da kann ich mich mit dir unterhalten, weil der ist nämlich nicht in der Gruppe.
Ich So. bin gar nicht in der Gruppe. Genau, habe ich gesehen. Hallo Wusi, ich wollte doch mal begutachten, was ihr, also ihr zwei, Ecki und du hier so treibt. Ich habe gesehen, ihr seid schon relativ weiter am Sandschütten. Es sind schon die ersten Teile des Gebäudes zu sehen. Ich kann euch ja mal zeigen, wie groß diese Baustelle ist. Wenn ich nicht hier über mir Wolle hätte, würde ich vielleicht auch nach oben kommen. Schaut mal. Das ist die riesengroße Zitadelle, die Ecki sich eigentlich als Projekt vorgenommen hat. Und bei Ecki ist es so, der hat halt auch nicht so oft Zeit. Und ich habe gesagt, Wusi, du bist ja mit deinem Schloss fertig, kannst du ihm nicht helfen? Und ich finde, ja, es nimmt langsam Form und Gestalt an, wie ich sehe. Weil, wie gesagt, Ecki ja auch mit Padma zusammen für den Hafen hier zuständig ist. Und ich sehe, das Gebäude hat hier schon, es sind schon die ersten kleinen Andeutungen von Gebäuden. Also das ist doch schon mal sehr hübsch. Es gibt schon ein Tor, es gibt noch ein Tor. Ihr plant sozusagen jetzt die Eingänge. Also, Ecke hat mir freie Hand gelassen. Ah, okay. Hast du es übernommen jetzt? Und er macht dann beim Also, Hafen oder mit Padma zusammen? Also das meiste muss man improvisieren, da Schlechte Bilder wieder. kann man nicht sagen, aber wenn man das 1:1 übernommen hätte, wäre Ja, das riesig. ziemlich riesig geworden. Ja. Nein, das hatte er beim letzten Mal schon gesagt. Wir ja so ein bisschen die Baustellenbegutachtung gemacht haben. Also wie gesagt, das was ihr gerade gesehen habt, ich sag mal so, was ich so mitgekriegt habe und an Infos ungefähr weiß, ist das ein Drittel von der Größe, die das Tatsache sonst hätte. Und da kommt ein ein Janus-Raid rein. Hallo Marina. Wie schön. Ich freue mich. Kommt alle rein in die gute Stube. Wir sind hier gerade am Begutachten der einzelnen Baustellen. Weil ich sehe nämlich bei meinem Gebäude immer Tatsache nur noch einen Block. So, okay, also, wie gesagt, das ist die riesengroße Zitadelle. Und der Wusimon baut sie jetzt quasi für den Ecki ein bisschen weiter, damit auch diese Baustelle mal vorankommt. Ihr seht schon, die ersten Kanonen stehen hier. Da unten sehe ich den Professor, glaube ich. Ist das der Professor? Das ist der Professor. Hier sind schon die ersten Kanonen. Schaut mal. Die ersten Kanonen alle gebaut worden. Es gibt schon ein paar von den Toren hier. Ja. Und ihr seht, das ist riesengroß. Und ich bin gespannt, wie viele noch mitkommen. Hallo. Herzlich willkommen, Janusiana. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also Ronny ist auch mitgekommen. Herzlich willkommen und Live AK. Würde ich mal sagen. Live AK. Manche Namen, wie gesagt, muss man erstmal gucken. Ne, ich denke mal, die anderen kommen da bestimmt noch hinterher. Und hallo Harald. Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Ich freue mich. Ich freue mich. Die kommt genau richtig. Wir gucken uns nämlich hier gerade die Zitadelle an. Also wie gesagt, die Original-Zitadelle, wenn Ecki die jetzt so geplant hätte, wie die im Original wäre, also detailgetreu bis zum kleinsten Detail, dann wäre diese Anlage Tatsache riesig. Also sie ist ungefähr, ich denke mal, ein Drittel von dem. Und der Ecki ist da unten halt auch fleißig. Sehr schön. Gut. Ja, ich bin so einiges gewöhnt durch meinen Sohn halt. Der hat auch immer so merkwürdige Nickname in seinem Stream gehabt. Und hier unten, hallo Professor. Hallo Herr Professor. Hallo. Na, ich habe gesehen, ihr seid jetzt zu zweit und sehr fleißig. Ich habe schon die ersten Dinge gesehen. Die schönen Kanonen. Ja, es ist halt schwierig, wie ich dir ja schon mal gesagt hatte. Es ist zwar halbwegs maßstabgerecht, aber es passt alles vorne und hinten nicht. Es ist einfach zu klein. Es ist einfach zu klein. Es ist einfach zu klein.
Na, das Problem ist jetzt im Nachhinein, das im Nachhinein zu vergrößern, ist halt auch blöd. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, also was man da machen kann. Weil der Charme der Zitadelle geht natürlich auf, ich sag mal, wenn sie geschrumpft dargestellt wird, natürlich verloren, weil in Minecraft, wir können ja nicht die Blöcke schrumpfen. Das ist ja klar, ne? Also... Und ja, wie gesagt, also die Originalgröße, ich habe ja schon mal so vermutet, dass das, was ihr hier jetzt zusammen ja baut, dass das eigentlich nur ein Drittel von der Größe ist, wie sie eigentlich wäre, wenn man sich ans Original absolut halten würde. Ich denke mal, Ja, das kann durchaus passen, ja. ungefähr ein Drittel von dem. Also ihr müsst euch das hier dreimal so groß vorstellen, aber das würde wirklich den Zeitrahmen hier absolut sprengen. Das, was du machen kannst, Ecki, die Zitadellenanlage in Spandau, die hat dieselbe Form. Nur, dass die halt noch so einen Turm haben, den Julius-Turm. Warte mal, wo ist er denn jetzt schon wieder? Der ist hier schon wieder verschwunden, der Professor. Der hört mich doch nicht. Ist er denn? Professor? Ah, wo ist der Professor? Hat der Eisbär ihn gefressen? Da ist der Professor. Herr Professor. Ja. Ich hätte da eine Idee. Und zwar? Dieser Grundriss, ja, dieser Zitadellengrundriss entspricht Tatsache dem Grundriss der Spandauer Zitadelle unter anderem, weil das ist derselbe Entwickler sozusagen, derselbe Architekt, nachdem das gebaut worden ist, weil das ja, die sahen sich ja alle sehr ähnlich damals, das stimmt. Und die hat weniger Details als die du bauen willst. Das würde also von der Größe wahrscheinlich eher passen, weil die hat ja eigentlich nur, warte mal, ich muss mal kurz überlegen, die hat einen Haupteingang, dann diese Form, die du jetzt hast, sie hat einen Turm, also den Julius, und dann gibt es noch hinten, also wenn ich jetzt nur die Originalgebäude nehme, nicht diese nachträglich reingesetzt haben fürs Museum, hat warte mal, der Turm steht relativ mittig an der Seite. Wenn ich reinkomme, auf der linken Seite. Und hinten ist, warte mal, ist ich glaube, ein Quergebäude nur drin. Ungefähr. Warte mal, ich muss mal kurz googeln. Moment, Leute. Grundriss Zitadelle Spandau. Weil ich glaube, die du baust, die hat einfach zu viele Details drin. Warte mal, ich schick dir mal die und dann siehst du das, was ich meine. Ich schick dir das mal in Unterrenaissance. Dann guckst du mal, inwieweit... Weil die Form, wie gesagt, ist dieselbe. Das ist ja das Witzige. Ja, die Besonderheit ist ja, dass das hier eigentlich keine klassische Zitadelle ist, sondern eigentlich eher so eine Festung, die eben auch schon so direkt mit Wasseranlagen ist, um eine Hafeneinfahrt zu bewachen. Guck mal, das ist nämlich in Spandau auch so. Das ist in Spandau auch so. Siehst du das? Okay. Aber die hat weniger Details innen drin. Ja, wir haben halt uns auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, ich will jetzt nur die äußere Grundform so bauen. Ja. Innen drin kriege ich sowieso nicht so hin, wie es mal war. Das macht halt keinen Sinn. Also da ist es wirklich so, wie es heute auch noch ist, nur dass sie halt an der rechten Seite noch Museumsgebäude dran haben. Also so nachempfunden halt, Fachwerk mit... keine Ahnung, großen Fenstern, haben sie dann auch an der Seite, da stehen nämlich die ganzen Kanonen drin, weißt du, damit die in einem bestimmten Klima halt nicht weiter vor sich hin rotten halt, ne?
Aber das, Ja, was ja, ich genau. dir geschickt habe, das ist Tatsache, das sind die original gebauten. Und so sieht es heute noch aus. Sie ist also eine der besterhaltenen Zitadellen. Also wie gesagt, ich kann das sagen, weil ich habe früher, wie gesagt, dort gearbeitet. Und meine Mutter hatte halt bis heute eine Galerie da drin. Also ihr Atelier. Und von daher kenne ich da jeden Stein. Und wie gesagt, das wäre dann im Grunde genommen so ein Alternativvorschlag. Also wenn ihr das quasi... Oder du machst ein Mischding aus beiden. Also muss mal gucken. Wie gesagt, Also wie gesagt, die ich bauen will, die gibt es sowieso nicht mehr. Weil Ja. das Einzige, was ich habe, ist ein Grundriss Ja. und so ein paar alte Kupfer- oder Bronzestiche, Ja. wie sie mal war. Ja. Aber die sind ja eh nicht realitätsnah. Ja. Das heißt, da muss man sich viel ausdenken Genau. und irgendwas aus so einer Freischnauze bauen. Ne? Mir ging es jetzt nur darum, dass Ja, ich ich halt bin den Grundriss erkältet. so hinkriege, wie er ist. Ja. Und Aber dann hast du so einen dann- Alternativvorschlag halt, also dass du so ein bisschen Vorstellung hast, weil die Zitadelle, warte mal, es gibt noch eine, die steht aber nicht in Deutschland, die habe ich, wo habe ich die gesehen? Ich glaube, die steht oben in Skandinavien, die ist genauso. Also so wie die ist eigentlich nur, dass der Turm bei denen halt kaputt ist und dass es ein anderes Gestein ist. Also die Zitadelle bei uns, die ist Klinker. Ja, mit diesem, natürlich diese riesigen Felsdinger da und die ist verklinkert vorne. Also da, wo das Eingangstor ist, so wie ihr es auch habt. Ja, Ja. ansonsten, wie gesagt, ist die relativ, ich glaube, Flusssteine oder was die genommen haben da, keine Ahnung. Ja, also Naja, Steine halt aus dem Brandenburgischen, weißt du? wollte ich gerade sagen, norddeutsche Diese Tiefebene, da gibt Sandstein. es halt keine Steine. Ja, diesen Dann nimmt man einfach Sandfluss. dann hier Mauersteine, Ziegelsteine. Genau. Ne? Oder Sandstein und Flusssteine und sowas, halt so eine Mischung und verklinkert die dann halt, ne? Also das ist so der einzigste Unterschied halt und die halt oben ich glaube in Dänemark war das. Die steht, glaube ich, in Dänemark und die ist Tatsache aus Sandstein. Also diesen hellen, weißt du? Und relativ große Quader gebaut. Also sehr massiv. Also ich würde mal sagen, für die Kanonen, die es damals gab, hätte die in Dänemark eher Überlebenschancen. als die Zitadelle in Spandau. Aber wie gesagt, es ist vielleicht so ein kleiner Anhaltspunkt, wie gesagt, um zu wissen, wie so ein Ding halt von innen aussieht. Und die in Dänemark ist eigentlich relativ ähnlich. Also es gab halt diesen Haupteingang halt, dann gab es ja dieses, wo dann der Zitadellenkommandant sozusagen gelebt hat. Das waren übrigens die einzigsten beheizten großen Räume mit Kamin. Und dann gab es halt diese Wachhäuser halt, ne, die sich dann eher so mit primitiven Dingen halt warm gehalten haben. Ihr könnt euch nämlich nicht vorstellen, wie arschkalt das im Winter da ist. Das ist richtig übel. Da ist unten, gibt es ja diese Katakomben. Und da kannst du halt unter anderem ja auch, wie gesagt, wenn man da halt so ein bisschen die Leute kennt, halt auch mal im Winter rein. Und es ist Tatsache richtig vereist da unten. Das ist richtig kalt. Richtig kalt. Na, weil die Dinger sind nämlich unterkellert. Wissen auch viele nicht. Gerade wenn man jetzt nur so eine Ruine halt besucht. Also die Dinger sind Tatsache unterkellert. Die haben auch einen Weg nach draußen. Die konnten quasi, wenn die Belagerung zu sehr zugenommen hat, konnten die unterirdisch quasi die Zitadelle verlassen. Ja. Und da gab es halt alles. Kerker und weiß ich was. Also richtig übel. Also ohne Führung kann ich da keinen empfehlen, durchzulaufen. Ihr verlauft euch. Und Fledermäuse gibt es in Berlin. Ganz viele Fledermäuse. Da gibt es nämlich das Fledermaus-Übernachtungs... von Nabu. Die überwintern da nämlich. Da kann man nämlich sehen, welche Fledermausarten es Tatsache in Berlin alle noch gibt. Also ich kenne sie auch freilebend. Ich hatte auch öfters welche zu Besuch in meinem Wohnzimmer. So ist nicht. Im Herbst. Ja. Nee, wie gesagt. Aber das ist eine ganz gute Alternative, denke ich mal. Gut, dann werde ich mal gucken, welchen Punkt wir jetzt ansteuern. Die nächste auf meiner Liste ist die Stina. Okay, dann werde ich mal jetzt mich zu Stina porten und mal gucken,
Sofern ich meine Cut-Blocks hier rauskriege. So. Okay. Dann eine schöne weitere Jo. Tour noch. Und viel Spaß noch beim Aufschütten. Das sind Danke. übrigens Dinge, die hätte Mimi dir auch mit World Edit machen können. Ja, Die darf das, die kann das. ja, größere quadratische oder rechteckige Flächen mache ich auch mit World Edit, aber das ist hier so schief und krumm, das Okay. lohnt sich irgendwie nicht wirklich. Ja, man kann es ja mit Film machen, ne? Ja, das stimmt. Aber ihr seht auch Ecki zwischendurch, mag das gerne. Dankeschön, lieber Live-Ecki. Aber es scheinen wirklich nicht viele mitgekommen zu sein bei dem User Raid, aber ich freue mich über jeden, der jetzt anwesend ist. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und zuschaut, wie wir hier... So, ich wollte zu Stine, jetzt flattern wir mal zu Stine. Hopp. Oh, Ha. mein Gott. Buh. Buh. Du standst doch gerade hier oben. Hallo Stine. Und Stine ist in ihrem Michel und am Einrichten, am Fröhlichen, wie ich sehe. Und oh, die hat eine Menge geschafft. Es stehen jetzt schon Bänke hier. Und man beachte Mach diesen... das nie wieder. Warum? Eine alte Frau erschreckt man nicht, weißt du doch. Du bist viel jünger wie ich, also kannst gar keine So- alte Frau sein. So. Das mit dem Ziel, das lassen wir mal dahingestellt, ne? So. Naja, gut. Okay, also auf jeden Fall seht ihr hier an der Decke der wunderschöne Wal. Ja, ich glaube, der kommt weg. Mach's denn weg. Ja, wenn er dich Ja, stört, wie gesagt, dann mach ihn weg. Das passt überhaupt nicht. Und hier, guck mal, der Schwanz, der reicht hier mitten durch hier durch. Das. Ich kann die Mauer nicht drum rumsetzen. Nein, das war so ein kleiner Gag, den wir hier reingemacht hatten. Rio und ich hatten Langeweile. Und dann haben wir so überlegt. Mach da gerne Schematic von und aber das passt nicht. Ja, nee, alles gut. Alles gut, Stine. Das war ja auch nur so ein kleiner Scherz am Rande. Hätte ja auch passen können, aber Jo. zudem habt ihr ihn ja auch falsch rumgebaut. Ja, der hätte in die andere Richtung gucken müssen. Ne? Ja, Also genau. man kann ihn schon drehen, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, er soll ja, wenn, dann hätte er ja auch reinpassen müssen. Das, was man natürlich machen kann, dass man ihn dreht, etwas mehr in die Richtung, aber dann fehlt dir der Platz für den Altar. Ja, wieso der Altar kommt ja hier unten hin? Also das könnte Der man, steht könnte hier und man der zum ist ja Beispiel machen. höchstens 1 oder 2 Blöcke höher als wir das hier. Also der Altar ist Staffel. allerhöchstens da oben. Ja, also- Und, Das, was wir machen könnten, ich könnte Mimi mal fragen, ob sie den mal dreht. Und ein Stück mehr hier in die Richtung rücken kann. Und höher, was wir gesprochen hatten. Und dann guckst du dir das an und wenn es dann immer noch nicht passt, dann machen wir ihn weg. ja. Dann ist es halt so. Rio, die baut die Dinger doch aus FF, weißt du doch. Das ist ja kein... Ich habe eine Orgel bestellt, ne? Hey. Warte mal. Ich muss mal kurz was entziffern. Bubu, ich hätte eine Orgel bestellt, ne? Take for den Goddard. Okay. Das hört sich irgendwie dänisch an. Da ist nämlich ein Punkt über dem A. Ich sag nur Tysk. Das kann ich noch. Hey du und nee, hey du ist Schwedisch. Hi, warte mal. Oh, das ist so lange her, dass ich in Dänemark war. Hier oben fehlt noch eine Orgel, Bubu. Ja. Da. Wollte Rio da irgendwas entwerfen oder so? Sie hat gesagt, also sie muss nur den Platz wissen halt, wo du die Ja. hinhaben willst und Hier. wie die ungefähr aussehen soll. Ob die Ja, so mir vor egal, dem, feel free. also so vor dem Fenster steht, so ähnlich wie bei mir Ja. das auch ist, so eine riesen, Genau. schöne, Dann imposante. dann ist das Ding vorm Fenster, dann ist das so. Ja. Also eine Lässt sich nicht ändern. schöne, imposante. Okay, warte mal, ich ruf mal Mio. Mimi, komm mal bitte zu mir. Nein, zu Stine und mir. Ich habe gelernt, man nennt sich nie zuerst, sondern immer den anderen. Ne, Stine, wir sind gut erzogen.
Genau. Hi Mimi, wir haben Hallo, Mimi. eine kleine Bitte an dich. Könntest du den Wal einmal drehen? Also, dass der Schwanz auf der anderen Seite ist und den ein Stückchen mehr in die Richtung kriegen. Und wenn es geht, vielleicht ich würde mal sagen, wir probieren es mal erstmal mit einem Block höher. Kriegst du das hin? Also, Hey du Fisker. Fisker. Jetzt ist, Fischkorbär. Alles gut. gucken. Wir haben dänischen Besuch hier. Das Ja, nice. Ich kann Hm. kein Dänisch. Ja, ich verstehe es, aber ich kann es nicht sprechen. Ich kann nur dänische Lakritz essen. 74. Also er bewundert gerade unseren Wal hier. Was Ja. denn da auf der Seite passiert? Es kann sein, dass du Ghostblocks hast. Ach, du meinst, was hier gebaut worden ist. Also, pass auf. Hier haben wir ein Tor gebaut. Du hast jetzt quasi hier eine wunderschöne Brücke. Guck mal. Du hast eine wunderschöne Brücke bekommen. Wo führt die hin? Einfach rüber auf die andere Seite erstmal. Hello from die andere Seite. Was? So, siehst du? Guck mal, du hast jetzt eine wunderschöne Kaimauer. Und mit einem Oh, die kleinen ist cool. einem Anlegesteg hat Fusimo gemacht. Also wenn du irgendwie Geisterblöcke oder so noch entdecken solltest, lass dich nicht irritieren. Was für Geisterblöcke? Ja, es ist ja ein Bug aufgetreten und wir haben hier teilweise unser Inventar war weg, die Kisten waren leer und all solche Dinge. Ihr wisst ja, Ach die so. Sachen sind ja alle abgesichert. Also Kirito arbeitet dran. Aber wir haben uns gedacht, guck mal, das ist hier so ein süßes kleines Flüsschen im Winter halt und dann im Sommer könnte man ja so kleine Bötchen hier und so und dann kann man zur Kirche fahren, guck mal für Hochzeiten und Taufen. Genau, und, dazu muss aber erstmal Sommer sein. Das Ja. wird aber in diesem Biom niemals passieren. Genau. Ja, wie gesagt, dann hast du ja meinen schönen Baum da vor deine Kirche gekriegt, ne? Der ist cool. Ja, der Das ist wirklich Einzigste, was leider weg ist, ist ein Schneefuchs. Der hat leider das Weite gesucht. Der ist unsichtbar oder ganz weg. Das ist einer von den Ghost-Dingern, die ich meinte. Und deine Ja, dann Hunde, kann- glaube dann- und deine Hunde, kann das glaube ich, hier auch sind weg. weg. Ich weiß nicht, Ja, wo dann du. ist das so. Ja. Also wie Dann ist das gesagt, so. es ist halt ein Bug aufgetreten. Wir haben versucht, den irgendwie so zu fixen, ging aber nicht. Also wie gesagt, wenn irgendwas hier komisch, guck mal hier ist so eine Stelle, komm mal her, dann siehst du das. Siehst du den Block da unterm Blumentopf? Kannst du Ja. den sehen? Du kannst ihn sehen, ich nicht. Ja, wenn ich mit dem Mauszeiger drauf sehe, dann sehe ich aber nur die Outlines. Ja, genau. Aber du siehst, er ist was unsichtbar. war denn das? Ah, das waren die Krüge. Ja, Das waren diese Krüge. genau. Du musst nur mit dem Mausrädchen rauf und dann machst du so und plopp. Gut, ne? Also wenn du solche Stellen entdeckst, einfach Mausrad drauf und Block austauschen, fertig. So. Das ist das, was ich meinte. Es Ja, ist ich nicht hab ja hier- überall, weißt du, es ist nicht überall, es sind vereinzelte. Also wir haben uns bei Gucci gestern echt tot gesucht. Ja. Dann haben wir ja das mit der einen Mod da gehabt. Das ging eine Zeit lang und dann hast du dich ausgeloggt, kamst wieder zurück und dann waren das wieder Geisterblöcke. Also es ist irgendwas, was von World Edit, wie gesagt, ich vermute mal, dass der Server sagt, ja, das ist weg und der Client vom Server sagt dann so, nö, angeschmiert. Also, dass die nicht so ganz einig sind, weißt du, Ja. in dem, was sie tun momentan. Also, Okay. weil, wie gesagt, Backup haben wir zu viel schon gebaut, hat, meinte Kirito, das wäre der Wahnsinn. Also, da würden wir uns ärgern. Also, leben wir jetzt mit Geisterblöcken, sozusagen. Und wenn wir halt was sehen, dann tauschen wir es aus und gut ist. Ne? Also, wie gesagt, ich freue mich, dass der Baum dir gefällt. Dass das hier, Der ist unheimlich schön geworden. das ist, wie gesagt, ein Custom Tree wieder. Ja, ich kann sowas ja nicht. Custom Trees kann Aber ich ist das nicht. ganz einfach. Ich habe es extra als Tutorial im Stream veröffentlicht. Jetzt kannst du es angucken und dann bauen.
Nein, alles gut. Also die kannst du dann halt, ich habe mir gedacht, so eine Stadtlinde fehlt hier halt noch, ne? So eine, Ja, die genau, Kirchen ein- haben doch immer so einen Lebensbaum, wenn ihr versteht, was ich meine. Haben die das? Ja. Also meistens sind das Ulmen. Also ich denke mal, in Hamburg wird es der Fall sein, dass der Baum kaputt gegangen ist durch den Krieg. Oder durch, weißt du, Wahrscheinlich. oder diese Kälte. Sturmflut. Ja, oder die Kälte, die ja hinterher war. Die haben ja zum Beispiel in Berlin ja den ganzen Tiergarten verheizt, ne? In den, ich glaube 49 oder was das war. Da gab es wirklich, der Tiergarten, so wie ihr ihn heute seht in Berlin, der ist nicht original. Der ist Tatsache erst wieder quasi Ende der 40er, Anfang der 50er angepflanzt worden. Es ist kein Originalwald da. Lasst euch da keinen Scheiß erzählen. Das haben die Berliner Was ist, Tatsache Mimi? alles Was hast du verheizt. angestellt? Nee, nichts angestellt. Die Sache ist die, um den Wal halt umzudrehen, müsste ich aber einen Teil von den einen Turm, da wo der Schwanz hinten drin ist, muss ich einen Teil wegmachen. Beispielsweise die Außen, also die Die inneren Wände Innenwand muss wurde ich so. Genau, muss ich die Wände wegmachen, weil die Flossen an den Seiten zu breit sind. Weil die genau auf Zeig den mal, Wänden- was du meinst. Versteht man besser. War das jetzt? Hier. Weil der hängt ja hier rein. Ja. Oder warte mal, Mimi. Welche Wände meinst du jetzt? Die hier, diese hier? Pass auf. Pass auf, die an sich müsste ich ab Höhe 54 Ja. bis Höhe 84 die Sachen hier alle einmal wegmachen. Mimi macht dir einen anderen Vorschlag. Machst du eine Sonst müsste ich das Schematik? erst nur, denn sonst müsste ich bis hierhin machen. Das nur. Also wenn es gar nicht gehen sollte, dann können wir auch notfalls das Ding in eine Schematik einpacken. Ja, aber die Sache ist trotzdem die, wenn ich das halt mit Worded mache, würde er trotz Ach so. alledem die Wände hier mitnehmen. Ah, okay. Weil ich das ja mitkopieren Stimmt, muss, und wenn ich du den dann, kompletten genau, Schwanz- wenn du den dann drehst, dann hast du die Wände hier vorne drin. Ich verstehe. Würde er den Turm hier einfügen. Das wäre die Hm. Ich würde es wieder hinsetzen. Also ich meine, das ist halt nichts Schlimmes, wenn ich das einmal wegmache. Ich kann es ja woanders wieder, Hm. einmal speichern und wieder reinsetzen. Ja, in zwei Oder ich Teile. mache das halt, wie gesagt, ich mache es nur bis hierhin und kopiere den Schwanz dann. Genau, von in zwei hier nach da Teile. drüben. Genau, in zwei Teile. Einfach Oder wieder so, ja. ransetzen, ja. Dann würde ich nämlich den Teil hier einmal in eine Schematik rauspacken. Mhm. Entweder Mhm. mit My Mathematica oder halt mit Ja. Worded. Mhm. Und wird dann den Wal einmal umdrehen. Jo, Einen hochsetzen. einverstanden. Oder, Stine? Ja, ne? Ja. Wenn Probier du dann mal. zwei Teile macht. Ja, wenn das besser ist. Ja. Was schnabulierst du da gerade? Ist einfach ein Brot, was mein Sohn mir vor Stunden schon gebracht hat. Okay. Haben wir noch nicht gegessen. Kein Abendbrot gegessen, weil ich kam vorhin nämlich mehr oder weniger zur Tür rein, da musste ich die Tiere versorgen und dann war schon wieder fast 8. Und in Hektik essen, da krieg ich Bauchweh. Nee, ich finde auch jetzt, wenn man so ja rausguckt mit deiner Brücke da, ich finde die Idee fand ich gut. Weil ursprünglich hatten wir nur die Kaimauer und dann meinte Wusi so, da würde gut eine Brücke hinpassen. Hm. Weil das dann nochmal Ja, das dann Bild sollte man von aber der- hier den Weg ein bisschen frei machen. Ja. Ja. Wir stellen ja die Blumen jetzt. Du Weil ich hast- ja hier vorher noch Stina? keinen Weg hatte. Ja. Tina, komm mal Ja. her. Komm mal her. Ich hab einen grünen Frosch. Hab ich Ja, schon gesehen, bist du ja. schon mal rübergestrichen mit dem Finger? Mit dem... Küss mich! Guter Ja, ist Frosch. kein Prinz geworden. Ja, ist schon ein guter Frosch. Braucht ja kein Prinz werden.
Nee, Wege und so legen wir noch an und dann machen wir das wieder mit der indirekten Beleuchtung, damit der Schnee da wegbleibt. Denk ich mal. Ja, dann hat es hier zwischenzeitlich auf dem Server geschneit, oder? Ich hatte vergessen, Kirito. Ich hatte vergessen, dass Kirito, als der das versucht hat zu reparieren, alle Effekte und so, alle Einstellungen wieder auf Null gesetzt hatte und dadurch schneite es. Und deswegen war dann bei mir auch so der Spruch, Hilfe Kirito, bei mir schneit's in der Kirche. In der Kirche? In der Aber warum schneidest du denn Kathedrale. in der Kirche? Warum? Weil Hattest du kein Slap- Dach drauf? Nee, weil ich Steps drauf habe und da schneit's durch. Im Treppen. Ach so, deswegen ist es teilweise reingeschneit. Genau. Dann schneit's durch, hat mir Kai erklärt. Und er hatte recht. Okay, Mhm. das wusste ich auch noch nicht. Nee, auch nicht. Vielmehr, ich habe nicht dran gedacht. Das regnet ja dann auch durch. Also warum soll der Schnee Ja, da nicht durchkommen? dass das durchregnet, das sieht man dann ja auch, ne? Ja, Da muss man nur von unten nochmal einen Block gegensetzen, denn dann regnet es nicht mehr durch. genau. Und deswegen haben wir das nicht gemerkt, weil ich das Wetter immer auf aus hatte. Damit es hier nicht zuschneit. Und jetzt habt ihr 2 Kaune vor euch. Knusper. Ja, wobei ich esse einfach ein paar Salzbrezel. No, warum nicht? Ist ja chilliges Bauen heute. Mit Quatschen und Bauen und Genau. Entspannen. Und irgendwas müssen wir ja tun, während Mimi den Wal quasi in Teile zerlegt und umdreht. Genau, ich möchte jetzt erstmal noch nicht weiterbauen, wenn Mimi da am Hm. Probieren ist. Hm. Weil wir haben ja im Team für alles immer unsere Spezialisten halt, ne? Also es gibt immer einen, der das sehr gut kann, damit ihm nicht schief geht. Aber wie gesagt, es gab halt irgendwie einen Konflikt zwischen den Plugins, keine Ahnung. Aber da dürfte nichts passieren, weil Ich übe mich jetzt auch schon in World Edit, aber im ich auch. Singleplayer. Ich kann schon Blöcke gegen andere Blöcke austauschen. sehr schön. Aber großflächig, nicht so punktuell, ne? Nicht jetzt hier Na, so, ne? den Sondern Berg, den ganzen. genau. Na, man sagt ja immer, man soll das möglichst erstmal großflächig üben und dann die Feinheiten lernen. Eigentlich müssten wir uns jetzt hier irgendwo hinsetzen, wie so eine Picknick-Ecke, weißt du, und... Drüben sind Bänke, komm her. Ach, ich sitze schon. Ah, passt doch. Ich komm. Wir können mal in Ruhe essen und Mimi arbeitet. Ist ja immer was Feines. Hä? Hier sitzt dann der Chor. Da sitzt der Chor. Müssen wir jetzt singen? Ja, nur wenn jemand Geburtstag hat. Ja, ich höre. Fuck. Das war die untere Hälfte. Die zerlegt dein Skelett in Einzelteile, siehst du? Es ist ja nicht meins, das ist ja Rios. Mhm. Hä? Was habe ich falsch gemacht? Sie hat halbiert. Einmal Komm gleich durchgeschnitten. wieder, ich muss mal Längs. noch kurz was installieren. Okay. Schwupp, weg war sie. Okay. Mhm. Die hat Ja, den den kann- Fisch den- halbiert, hast du das gesehen? Da fehlt ja der Bauch. Ja, einmal unten durchgeschnitten. Mhm. Wahrscheinlich wollte sie den Fisch ausweiden. Ja, ich weiß auch nicht. Der hat ja nicht besonders viel drin. Aber da ist ja nichts mehr drin zum Ausweiden. No. Deswegen. Hm. Okay, dann werde ich mal in der Zwischenzeit Frau Padma mal den Besuch abstatten, wenn sie da ist. Ne, schauen wir mal. Kai wäre eigentlich der nächste auf der Liste. Ne, gehen wir erstmal zu Kai. Genau, geh mal Kai ärgern. Ich mach mal so die Liste. Okay, ich melde mich nachher nochmal. Ich komme dann nachher nochmal rumgeflattert. Jo, bis später. Bis später. So.
Robobo zu Waldmaker. Bö. Ui. Hui, jetzt habe ich mich ja erschreckt. Ja, war ja der Sinn der Sache. So, und hier seht ihr Kai bei der Arbeit. Ja, Weil ich bin gerade am Abendbrot essen. Ich kann mir noch nicht zu. das dir schmecken. Mhm. Und Kai hat sich auch ein Riesenprojekt vorgenommen, wie ihr sehen könnt. Ich habe verzweifelt diesen blöden Steppenstuhl. Und du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was das für ein Gebäude ist. Das ist eine Burg. Auch aus also die wurde eigentlich vor der Renaissance schon gegründet, aber während der Renaissance und größer gebaut. Und das Besondere daran ist, die hat einen 7-eckigen Wehrturm. Also der Burgfried ist 7-eckig gebaut. Und die wurde fast komplett auf Großsandstein gebaut. Mhm. Also aus dem Sandstein, der sich aus der Umgebung befindet, Manche Burgen wurden ja gebaut aus Steinen, die von weiter weg kamen. Also eher. Aber das waren eigentlich schon eher fast Schlösser. Und die Schlösser sowieso. Aber wie gesagt, die Burgen, die wurden meistens immer aus dem Felsgestein, was sich halt aus der Umgebung quasi abbauen ließ, gebaut, glaube ich. Ne? Bei dir ist das auch Rotsandstein. Da die Pfalz aus Rotsandstein besteht, also wirklich nur aus Rotsandstein. Da buddelst du 50 cm in den Boden, da hast du den Sandstein unter dir. Mhm. Hast du deswegen daraus gebaut. Mhm. Nur was ich schade finde, du hast einfach nicht diesen Ton, weil mit den Jahren ist das ja alles verwittert Mhm. und dann kriegt er eine ganz andere Farbe. Und das kriegst du leider hier nicht so gut dargestellt. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an den Wettbewerb zwischen Klum und SpaceX. Also Space mit X. Weil die hatten auch das Problem. Die hatten tatsächlich eine Burg, die sehr, sehr verbittert war. Und der Ursprungsgestein eigentlich mal ein ganz anderer war. Der halt durch die Verbitterung in Minecraft gar nicht nachzustellen war. Also die hatten da auch ganz schöne Probleme, diese Blockwahl richtig auszutreffen. Also das war schon sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich halt das ist, ne? Also wie unterschiedlich man das umsetzt. Ich muss mir da auch noch was einfallen lassen, wie ich das dann mache. Ich muss mal kurz aus der Gruppe, jetzt verstehe ich das besser. Hm. Die zwei quatschen so viel. No. Also wie ihr halt seht, es ist auch eine relativ sehr große Anlage. Naja, wenn man überlegt, das, was man jetzt hier sehen, was jetzt hier an Mauern steht, Hallo Wichtiger. das ist nur der innerste Teil der Burg. Mhm. Genau. Da kommt dann an der äußeren Mauer, die man jetzt hier sieht, nochmal ein Wehrgang Mhm. und dann nochmal ein Gebäude-Rundgang. Also wirklich nochmal komplett rundherum nochmal Gebäude und dann nochmal eine Freifläche und dann kommt erst die Burgmauer. Mhm. Also ich brauche dann noch so ein paar Tonnen Erde. Ja, denke ich auch mal. Dass das nicht ausreicht. Weil wie ihr sehen könnt, hängt die ja hier hinten schon rüber. Jetzt höre ich wieder. Mhm. Ja, also das wird alles noch ganz schön lustig jetzt. Also wie gesagt, das Merkmal an der Renaissance war unter anderem auch, dass in der Zeit natürlich viele alte Mittelalterburgen, weil Renaissance reichte das Mittelalter ja doch relativ weit in die Epoche noch rein. Und dass viele quasi Burgen, die aufgegeben worden sind, Tatsache in der Renaissance wieder aufgenommen wurden und wieder aufgebaut worden oder angebaut worden. Also wie gesagt, das konnte man halt gut in dem Geschichtsunterricht von Klüm und so
Weil die haben ja da so einen Bauwettbewerb halt, ne, mit dem Bogen. Und da wurde das eigentlich relativ gut erklärt. Also, dass viele Bogen halt Tatsache im frühen Mittelalter gebaut worden sind. Dann hat die einer zu Klump geschossen oder es wurde die verlassen und dann sind sie halt auseinandergefallen. Und in der Renaissance war halt so typisch, dass man alte Dinge halt genommen hat, die wieder aufgebaut hat. Und dadurch habt ihr da halt, wenn ihr euch eine Burg mal so anguckt, sehr oft auch den Eindruck irgendwie so, dass das ja ein Teil relativ kaputt ist, weil der halt vor sich hin moddert und dann seht ihr halt so die neuen Gebäude halt, ne? Also man sieht das auch an dem Sandstein, weil Sandstein verwittert und dann seht ihr teilweise den alten Sandstein, der total bröselig, bröckelig, porös und weiß ich was ist und dann auf einmal relativ frischen Sandstein, ne? Eine andere Farbe dann noch hat halt, ne? Und die haben halt diesen Stein gar nicht mehr gefunden und dann haben sie einen anderen genommen. Also deswegen sehen die manchmal aus wie Flickwerk. Also ich muss ja schon sagen, ne, Minecraft hat ja so also seine eigene Interpretation von Mhm. Farben und so weiter. Mhm. Aber der Rotsandstein, den es hier gibt, der kommt, wenn du frischen ausgebuddelt hast, dem wirklich sehr, sehr nahe. Mhm. Ja, ich muss immer an Australien denken. Eiersbock. Mhm. Also dieser rote Sandstein, der erinnert mich eher an Australien oder Afrika oder so, aber nicht an unseren gängigen Sandstein hier. Aber der Ja, sieht dann- wirklich so aus, wenn er aus der Erde kommt und noch relativ feucht ist. Also noch nicht ausgetrocknet und so verwittert. Das ist auch immer witzig, dann, wenn im Frühjahr und im Winter die Äcker umgegraben werden. Mhm. Ich sag mal, man hat ja so die Farbe, so diese braune den braunen Ackerboden im Kopf. Mhm. Und da in der Pfalz überhaupt nicht, der ist rot. Mhm. Genau. Aber ich muss dann mal gucken, wie ich das alles dann noch. Ich will auf jeden Fall noch ganz viele Blöcke austauschen dann. Mhm. Nur wenn ich da jetzt schon anfange, werde ich ja gar nicht mehr fertig. Nein. Du hast gerade ein typisches Klimmproblem. Zeit. Zeit. Genau. Ich denke mal, Ja, das ich hab kriegst du mir ganz auch gut schon hin. angeguckt. Ja, wird schon. Mhm. Ansonsten Musimu habe ich schon gemerkt, der ist recht schnell im Bau. Ja, ja. Der unterstützt jetzt gerade Ecki, weil damit die Zitadelle da mal aus dem Erdhaufen mal emporsteckt. Und ich denke mal, der kriegt das auch bei dir hin, weil er kann ganz gut. Er hat gute Vorstellungskraft halt, ne? Also Ja, da kann das der auch hat gut ein gutes umsetzen. Gespür dafür, was der andere mit mich bauen will. Das ist er ähnlich wie richtig gut bei umsetzen. Mimi. Mhm. Also da hast du mit ihm wirklich guten Fang gemacht. Oh ja. Ich kann euch gleich mal zeigen, warum. Okay, ich werde mal weiter zu den anderen fliegen und da ich jetzt zu Padma nämlich unterwegs bin, glaube ich. Ich muss mal gucken, oder war es Gucci? Warte mal. Gehst ins Nee, verruchte Gucci ist erst dran noch. Hafenviertel? Doch nicht verruchter Hafenviertel. Ne, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal zu Gucci fliegen und gucken mal, was er treibt und dann, ja, Ja, schauen wir dann mal. Tatsache, der ist auch da. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, der ist heute sehr ruhig. Also wenn er ruhig ist, dann baut er. Dann ist er richtig. Ah, ich muss aufpassen. Konzentriert. Ja, konzentriert. Nee, manchmal braucht er auch so dieses Runterkommen und chillen. Okay, wir sehen uns, wir hören uns. Jo. Bis später. Bis später. Schwupp. Und da bin ich bei Gucci. Gucci ist hier auch fleißig im Gange. Hallo Gucci. Hallo, hallo. Na, was treibst du Schönes? Ja, planlos. Planlos. Planlos ist nicht gut. Planlos. Ist doch immer noch. Oh, okay. Er baut hier diese Leerfläche, die wir ursprünglich nämlich hier hatten. Da setzt er jetzt auf Details. Das sieht ja sehr interessant aus. Das sieht aus wie heiße Quellen. Sind das heiße Quellen? Irgendwie. Ey, Häschen, du könntest Grillhäschen werden hier. Das ist nicht gut. Irgendwie so ein mysteriöser Baum. Wo weint, ein Baum, der weint.
Ah, okay. So ein bisschen mystisch. Ja, der weinende Baum oder Baum des Lebens. Okay, warum hüpfen bei dir eigentlich überall diese Karnickel rum? Das ist ja, hier ist ein Kuhhase. Was hast du hier mit Hasen? Der hat rote Augen, der ist unheimlich und das ist ein Kuhhase. Ja, Was ja, machen das die hier ist alle? Mysteriös. Das ist, weil es warm ist, oder was? Jetzt schleicht hier noch meine Genau. Kuhkatze hier hinter Genau. meinem PC rum. Genau. Toll. Ah. Nein, und dann habe ich hier noch den Durchgang gemacht. Mhm. Ja, viel Detailarbeit. Also Gucci ist momentan so der bei uns, der so sich auf die also die ganz kleinen Details hier konzentriert. Das finde ich übrigens sehr schön. Ich versuche es. Ja, nee, finde ich sehr schön. Wir können es ja mal noch mal so ein bisschen so angucken. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das sehr schön, weil er da wirklich ganz tolle Deko-Ideen immer hat. Also nicht so alltägliche und darum geht es ja auch so ein bisschen. Manchmal auch so ein bisschen nicht alltägliche Dinge zu zeigen. Was einfach so ein bisschen anders ist hier. Wenn er mal hier so durchs Wasser flattern, also Feuer und Wasser, finde ich sehr spannend, die Kombination. Also ein tränender, ein heulender Baum sozusagen. Ich weiß nicht, was der für Kummer hat, aber er hat definitiv Kummer. Er weint. Zu viel Schnee. Ja, ich glaube auch. Der vermisst den Sommer oder den Frühling. Ja, also wie gesagt, der Gucci ist nämlich verantwortlich für solche Bauten, die hier alle sehr bunt sind, also auch das, weil er ist Schweizer und hat so ein Stückchen Schweizer Renaissance uns hier reingesetzt mit einem Schloss, mit diesem tollen Krankenhaus, mit einem der ersten. Er hat übrigens auch diese wundervolle Fabrik da hinten verbrochen, ja, die da neben meinem Gericht steht. Ich baue nämlich gerade da hinten ein Gericht, lieber Gucci, ein Amtsgericht. Ich habe nämlich durch Zufall heute eins zum Meer, also ich habe das schon öfters gesehen, weil ich ja die Strecke öfters fahre. Aber heute ist es mir das so richtig, ich war so, ich weiß nicht, so im Minecraft-Feeling schon, ich weiß nicht, ich habe das Haus gesehen, habe nur gesagt zu Padma, das muss ich bauen. Das ist Renaissance, das ist geil. Ja, und jetzt so aus dem Kopf halt, ne, muss ich das halt nachbauen, das ist nicht einfach. Genau. Weil er hat ja hier hinten auch noch quasi so eine kleine eigenständige, ich sag mal so, die Dörfer sind ja teilweise auch von den Städten verschluckt worden und das ist hier eigentlich so eine Stelle, dass ihr seht, so ein doch relativ dorfähnliches noch, was aber schon ja sich langsam zu einer Kleinstadt, an die große Stadt ran entwickelt sozusagen halt, ne? Wie ein Übergang. Genau. Ins Ländliche. Ja, und hier ist dann der Holzfäller. Ja, schaut mal, hier ist der kleine Holzfäller. Der hat richtig Sägewerk und alles hier gleich noch mit drin. Meine Loren sind weg. Ja, das sind diese Geisterblöcke. Ich habe Stina auch gerade schon gezeigt, also was, dass wir da... Nee, ich kann sie nicht sehen. Ich kann nur die Strecke abfliegen und gucken, ob noch eine da steht. Ja, Achtung, es ist eine Lore noch mit Baumstämmen drauf. Eine Lore mit So, Baumstämmen. Ja, hier ist der Baum. Ah, hier sind die schwebenden Bäume. Ja, ich glaube, ich habe deine Loren gefunden. Ja, aber hier draußen müsste auch noch eine sein. Aber da sind keine Baumstämme. Ich sehe auch keine Lore, dieses weg. Das ist merkwürdig. Manche Teile waren weg. Also manche Teile sind wirklich weg und andere sind unsichtbar. Ja, Truhen sind weg, Fässer sind weg. Das ist sehr merkwürdig. Das heißt, hier ist es, obwohl das ganz am anderen Ende der Stadt eigentlich passiert ist, hat Gucci hier Tatsache die größten Auswirkungen, weil hier sind Tatsache die Dinge weg. Sie sind nicht mal als Geisterblöcke, sondern sie sind weg. Sie sind einfach weg. Hier Warte mal. auf beiden Seiten hatte ich ein kleines Lager mit Fässer. Aha. Fässer? Also es sind nicht mal Geisterblöcke, seht ihr? Nein, Es ist nichts. alles weg.
Ist alles weg. Na, dann müssen wir das mal in einer ruhigen Stunde alles wieder auffüllen. Das kriegen wir hin. Weil Backup hatte Kirito nämlich keins draufgezogen. Da hat er extra verzichtet und hat gesagt, ihr habt viel zu viel gebaut, da müsstet ihr ja da ganz viele Sachen halt, weißt du? Also es ist einfacher, wenn er nach der Fehlersuche auf dem Singleplayer geht halt, also auf einer Single-Welt, und wir versuchen halt die Kleinigkeiten hier zu reparieren, weil es ist Tatsache wirklich nur die Renaissance hier betroffen. Und warum jetzt das hier so weit ausgewirkt hat, obwohl das eigentlich gar nicht gehen dürfte, obwohl, warte mal. Das ist ja auf diesem Karree, wo der Fehler sich angefangen hat zu produzieren. Das ist auf diesem Karree, weil wenn wir gerade durchgehen, kommen wir fast zu der Stelle, wo wir ja mit World Edit da hantiert hatten. Ja. Ja, ich habe eigentlich überall ein bisschen mit Word. Ja. Gut, aber ich habe nicht ausgefüllt. Ja. Nee, das ist, wie gesagt, ich vermute mal, dass das der Bug ist, der eigentlich bekannt ist, dass zwischendurch solche Probleme halt passieren können. Das ist, glaube ich, also ich habe gelesen, dass das Tatsache so ein 1.20.4 Problem ist. Ja. Ja, okay. Dass irgendwas mit dem Plugin, also das Plugin mit dem anderen irgendwie kollidiert. Bei irgendein Update da. Aber wie gesagt, genaueres. Wie gesagt, Kirito versucht es zu fixen, aber ich sag mir halt so, dafür, es ist ja nur die Epoche betroffen. Klar, es ist ärgerlich, dass teilweise Blöcke neu gesetzt werden müssen oder Items oder was auch immer gesetzt werden müssen, dass unsere Inventare alle leer sind. Aber es ist jetzt kein, also die Stadt steht noch. Es wäre schlimmer gewesen, wenn Kai auf Undo gedrückt hätte und die Renaissance wäre verschwunden. Also, ich muss ehrlich sagen, da weiß ich dann auch nicht, was ich dann gemacht hätte. Also, über Blöcke, wie gesagt, Stine trägt es auch mit Fassung. Bei der ist auch einiges weg gewesen. Ja. Wir tragen es mit Fassung. Nein, ich glaube, das ist die Version. Ja, ich denke auch mal, dass das die Version Weil ist. Auf Bedrock habe ich auch Probleme. Dort habe ich die Ja. Strukturen, die nicht... Ja, was meintest du ja gestern, dass die Strukturen bei dir irgendwie Genau. nicht so wollen, wie du willst. nicht angezeigt werden. Ja. Und, Fehlermeldungen. Hm. Und ja. Ja. Und so wie ich gelesen habe, haben sie ja geschrieben, dass sie das Problem behandeln. Ja, die wollen dann einen Patch rausbringen, im Grunde genommen, um das zu fixen. Genau. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das war schon der Hammer. Aber wie gesagt, ihr könnt euch unseren Schreck vorstellen halt, ne? Also. Aber wie gesagt, also gerade die Special Items oder so, alles andere kann man uns so holen. Das ist überall in den Epochen verteilt. Also, oder an Stellen, die halt nicht betroffen sind zum Glück. Und die Special Items, wie gesagt, die haben wir eh abgespeichert. Also von daher, die werden sowieso mit Command gegeben. Also von daher haben wir dann nicht das Problem. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz schön für die Community mal zu sehen, dass eben nicht alles immer easy peasy läuft halt, ne? Das ist, also warum wir auch immer sagen, wenn ihr World Edit macht, geht an eine Stelle, wo weit weg von möglichst, wenn ihr es nicht so gut könnt, oder geht in eine extra Welt und übt da erstmal alles, bis es wirklich sitzt und klappt. Es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber für einen Bug kann halt keiner was. Das ist einfach so. Da können wir auch nichts für. Nein, Weil Kai hat erst gedacht, dass er der Schuldige war. Er war definitiv nicht, weil Kirito hat das ausgelesen, hat auch gesagt, es war keine Fehlermeldung, es gab gar nichts. Das ist ja das, was ihn auch so irritiert hat. Er meinte, weil wenn Kai da irgendwas falsch gemacht hätte, dann hätte er eine Fehlermeldung gekriegt. Aber es ist definitiv halt nicht der Fall. Ja, also wir brauchen da Kai nicht Kill zu machen oder so für. Er ist unschuldig. Es ist Tatsache ein Bug, der mit der 21.4 zusammenhängt und World Edit.
und ist halt bekannt. Also ich habe auch Akui gefragt, die hat mir das auch nochmal bestätigt. Also auch bei Kroko, wie gesagt, gab es dieses Problem wohl mal. Und wie haben Sie es gelöst? Ja, es hat sich eigentlich von selber gelöst, weil sie irgendwie die Version gewechselt hat. Da war es aber eine andere. Das kam wohl, glaube ich, schon mal in einer 1.19. Irgendeiner 1.19er kam das vor. Dass World Edit noch zu weit zurück war und wie gesagt, der Server, der mit dem Client sich nicht mehr verständigen konnte irgendwie. Ja, Und dann gab es halt auch diese Geisterblöcke, das hatten wir auch schon. ja, vor allem die Hosen von vorne, Aber die ich gemacht habe. Ja, aber es ist halt ärgerlich, weil jetzt gerade hier, wie ihr gesehen habt, ist es ja nicht so, dass er Geisterblöcke hat, sondern bei ihm sind die Blöcke insgesamt weg. Also das ist dann auch, naja, keine Ahnung. Im Schloss auch. Im Schloss. Ja, wie gesagt, die Banner gestern, also ihr habt gesehen, wir haben mit einer Mod rumexperimentiert, also es ging teilweise, es ging dann auch wieder nicht, dann hat sie dich ausgeloggt, wieder eingeloggt und war alles wieder weg, also es hilft nur austauschen und wieder aufbauen. Ne? Und das machen wir natürlich. Von vorne anfangen. Nö. Nochmal in die Steinzeit, bist du irre? Nein. Nee, also wie gesagt, das sind Sachen, wie gesagt, das passiert jetzt nach 1,5 Jahren das allererste Mal. Also wir haben fast 2 Jahre jetzt mittlerweile und das erste Mal. Also von daher, wie gesagt, trägt es auch jeder mit Fassung. Jeder, der halt auf Geisterblöcke stößt, wie gesagt, ist ja kein Ding, die dann kurz mit dem Mausrad anzuklicken und zu ersetzen halt. So wie ich es mit den Vasen vorhin bei Stina auf dem Friedhof gemacht habe. Das geht relativ schnell und ansonsten, wie gesagt, wenn Dinge ganz verschwunden sind, die dann natürlich auch zu ersetzen. Also das kann dann auch jeder im Grunde genommen machen, wenn er hier mal, weiß ich, Langeweile hat oder so. Weil wir wollen euch die natürlich ja dann zum Download irgendwann anbieten und dann muss das natürlich alles wieder da sein, ist klar. Eine Frage, auf dem Community-Server ist das nicht? Nee, weil wir da mit World Edit nur am Anfang rumhantiert hatten, alle Entities ja ausgeschaltet hatten und das Ding ja nochmal quasi frisch aufgesetzt worden ist, also quasi die Welt. Und von daher hatten wir das Problem nicht, deswegen ist Mimi da auch relativ vorsichtig, was das World Editen angeht. Also Mimi ist auch die Einzige, die es macht auf dem Server. Ja, also das ist auch einer der Gründe, dass wir gesagt haben, bei Mimi ist es so, die ist nämlich die einzigste von uns, die diese Geisterblöcke nicht hat. Weil die ein spezielles Mod-Paket halt benutzt. Ja, sie hat das auch benutzt. Ja, sie hat aber noch ein paar andere, wie gesagt, die hat eine ganz andere Spiel-Mod-Zusammenstellung wie wir. Weil sie ja hauptsächlich mit Schematics und wie hat sie gesagt, dieses andere Light Schematica und so was alles arbeitet. Und immer zwischen ihren und unseren Servern hin und her switcht, weil sie testet natürlich erstmal alles auf ihren Servern aus, bevor es auf unsere kommt. Und dadurch ist sie halt extrem geschützt. Also Akui zum Beispiel passiert das auch nicht. Ja, also die hätte da auch kein Problem, während wir Otto Normalbaumeister natürlich dann auch solche Problematiken kennen dann. Also wir haben gestern auch einige doch relativ fiese Bugs gefunden, die Akui jetzt viel Arbeit wieder bescheren, aber das ist halt so, ne? Aber es ist gut, dass ihr sowas mal mitkriegt, dass selbst wenn ein Server schon relativ lange oder ein Game, also eine Welt relativ lange da ist, heißt es nicht, dass nicht irgendwann doch mal Fehler auftreten, und wenn es nach 2 Jahren sind. Es kann mit dem Server wie gesagt zusammenhängen, also weil wir einen Serverwechsel, also einen Hosterwechsel vorgenommen haben, da kann was schiefgelaufen sein, wir wissen es halt nicht. Also momentan liegt halt der Verdacht bei einem Bug, weil der einfach bekannt ist. Dass irgendwas mit World Edit, entweder ist World Edit in der falschen Version oder eins der Plugins mag die Version von World Edit nicht oder was, denke ja, keine Ahnung. Na gut, okay, dann werde ich jetzt mal die nächste abpassen. Das ist jetzt die Padma, die ist jetzt die letzte auf meiner Liste. Und Guti, fröhliches Weiterbasteln wünsche ich dir und ich werde jetzt mal... Ich werde jetzt langsam auch
Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch mal kurz zu unserer Padma fliegen. Padma. Nein, ich muss mich zuerst, ich werde es mir nie merken. Robobo. So, Padma. Weil Padma baut nämlich, unsere Piratin baut nämlich an dem Hafen. So. Haben Sie wieder arbeiten, die ausfällig. Ich sag mal Tschüss, Gucci. Tschüss, Bubu. Ciao, Chat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Bu. Hallo. Ah. Hallöchen. Na, Klar und deutlich zu verstehen. hier. So, ich habe jetzt, du bist jetzt sozusagen die Letzte auf meiner Liste. Yeah. Hab nämlich mal ein bisschen gezeigt, was ihr alle so bastelt und macht und so. Und ein bisschen Zeit für jeden, ne? Und Padma ist ja unsere Hafenbeauftragte, ne, sozusagen. Genau. Die hier diese Hafenanlage baut, diese wunderschönen Silos und Lagerhäuser. Und hier steht ein Kran mittlerweile und also viele kleine Details kommen ja auch noch dazu. Die Schiffswerft zum Beispiel, seht ihr, die ist hier zum Beispiel das Trockendock, ne? Ist ja ein Trockendock. Genau, das hat Eki fertig gemacht. Weil das wird geflutet. Ihr seht, hier ist das große Schleusending halt. Ne? Das geht dann quasi nach oben oder nach unten, je nachdem, oder zur Seite halt. Und dann kommt das Wasser und dann kann das Schiff da rausfahren. Also es wird nicht, wie wir es heute kennen, ins Wasser geschubst, dass es umkippt möglichst. Ne? Sondern, ja, und da gibt es halt eine lustige Geschichte zu. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert. Also... In der Renaissance war das Tatsache auch so, dass sie vom Schiffbau sich ja sehr weit entwickelt haben in der Zeit. Jetzt haben die aber das Problem gehabt, dass die natürlich noch nicht so ganz das Wissen hatten, was Thema Schwerpunkt und sowas und Kippeffekte angeht. Das heißt, es konnte passieren, dass sie da ein wunderschön tolles Schiff gebaut hat, so wie zum Beispiel Padma ja hat. Die hat ja, glaube ich, einen Dreimaster, einen Zweimaster, also ein ganz großes Seeberschiff gebaut. Genau. Und dann ist das Ding hier quasi rausgefahren. Und wenn es dann nicht untergegangen ist, weil es nämlich viel zu schwer war, weil sie das alles falsch berechnet hatten, ne? Konnte es passieren, dass dieses Boot Tatsache zur Seite gekippt ist, ganz einfach aus dem Grund, weil die sich manchmal doch verschätzt haben, was die Größe von diesen Masten anging. Das heißt, diese Schiffe hatten nämlich einen Schwerpunkt. Und meistens haben sie das nämlich gelöst, indem sie unten zum Beispiel, deswegen haben Schiffe heute immer noch unten diese Wassertanks drin. Ihr kennt doch diese Balance-Tanks, habt ihr bestimmt mal gehört. Also große Tanker, große Passagierschiffe, die haben das nämlich. Das sind dann vorne die kleinen Löcher, wo das Wasser dann immer mal rausgepumpt wird. Das heißt, ihr könnt damit ein Boot stabilisieren, also dass es nicht kippt. Ihr könnt es steuern, je nachdem, wie tief es im Wasser liegen muss. Ja, damit es nicht untergeht, ne? Oder zu weit oben ist, dann ist es nämlich kippelig, sondern ihr könnt das ganz mit diesen Wassertanks unten regulieren. Und das hatten die früher nicht, dieses Wassertanks-Gedöns. Weißt du, was die dann gemacht haben? Die haben Ballast geladen. Und weißt du, was das meistens war? Sand. Sand. Oh, super. Es gab unten in den Schiffen Sand. Tatsache. Ne? Also, weil ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal an die Kriegsflotte von damals denkt, es war alles gut, quasi mit Masten und das ganze Boot war okay und dann kamen die Kanonen. So, und was passiert, wenn ich da ganz viele Kanonen drauf lager? Dann geht das Schiff ja tiefer. Ja. So, und wenn man das dann falsch berechnet hat, dann macht das Schiff gluck gluck. Ja, ist abgesoffen, ne? Und das konnte man halt im Trockendock halt nicht überprüfen. Das heißt, es war jedes Mal quasi, deswegen ist das auch so mit Schiffstaufe und so. Das kommt nämlich aus der Zeit, Tatsache, dass man natürlich gehofft hat, dass das, was die da drin gebaut haben, draußen natürlich fahrtüchtig war. Und es gab Tatsache in England zum Beispiel, da haben die mal ein bestimmtes Schiffsmodell entwickelt. Da haben sie ganz viele von gebaut, weil die da irgendwie schnell eine Kriegsflotte oder was brauchten gegen die Spanier. Und da war es Tatsache so, dass viele der Schiffe überhaupt nicht fahrtauglich waren. Die waren zwar super klasse gepanzert und weiß ich was, aber die haben halt vergessen, dass das alles zum Gewicht zählt.
Die haben immer, ja, haben sie ausgepanzert. Ist jetzt Nacht, ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall haben die da, wie gesagt, die Schiffe da extrem gepanzert, also mit Blei und weiß ich, die rumexperimentiert. Man kennt das ja so, immer noch besser geht immer, ne? Und dann war wirklich so, wie gesagt, dass viele Schiffe dann, also was sie gemerkt haben, wenn die dann ausgelaufen sind, blub blub gemacht haben. Deswegen findet man heute noch vor Englands Küsten so viele Schiffe. Die sind nicht Tatsache untergegangen, weil die Spanier die zu Klump geschossen haben oder die Skandinavier, sondern Tatsache, weil die Dinger einfach fahruntauglich waren. Chronisch überladen. Ja. Oder beim ersten Windchen dann plötzlich eine Schräglage kriegten und kippten halt, ne? Sehr schick. Weil da muss man ja ganz genaue Berechnungen anstellen, wie groß ist so ein Schiffskörper, wie hoch darf dann nur der Mast sein, wie groß dürfen die Segel nur sein. Das ist ja richtig Mathematik, das müsste dich ja eigentlich begeistern. Action ohne Ende, genau. Genau. Ja, und wie gesagt, damals waren die halt noch nicht so, also so, wie gesagt, also deswegen waren zum Beispiel diese Schiffsbauer, also die diese Pläne entwickelt haben, also dieses, die wurden ja immer erstmal vorgezeichnet, solche Boote halt, ne? Deswegen hatten die so einen hohen Ruf, also umso mehr wassertaugliche Schiffe die gebaut haben, umso höher und mehr und reicher waren die dann. Die waren heiß begehrt. Ja, dafür müssen wir auch noch ein Haus bauen. Aktuell baue ich hier noch an einem Haus für die quasi für die Lager, quasi die Büros für die Verwaltung, Lager. Genau. so eine Art Reederei. Genau. Und hier Oder ein habe ich Kontor. ich meine chinesische Katze. Ah, hallo. Die hat Sprichst auch du einen Namen. Chinesisch? Mao Zedong. Mao Zedong, Miao Zedong. Die sieht aus wie meine Mimi zu Hause, die ich habe. Miao Zedong. Sehr schön. Genau. Idi Amin. Gab's doch mal sowas. Ich glaube, von Otto war das. Ja, aber ich habe gedacht, irgendwo hier so zwischen, da hinten ist ja ein Lager, da sind die Ja. ganzen Lager, dann kann man so zwischendrin, kann man im Es Prinzip könnte die ein Verwaltung Kontor. hinpacken. Ja, es Genau. könnte ein Kontor sein, ja. Also eigentlich wirklich die- nur so ein bisschen Bürokram. Ne? Genau, die Lagerverwaltung, Ein- und Ausfuhr halt, ne? Die brauchen ja kein Riesenhaus, da reicht ja wirklich so ein kleines, im Prinzip eine Ein kleine kleiner Hütte, wo ein Kontor. Büro drin ist. Genau. So ein kleiner Und dann Kontor. kommt irgendwo noch dann das Haus für die Ingenieure quasi hin. Genau. Weil die großen Kontore, die waren nämlich auf der anderen Seite. Die lagen nämlich meistens gar nicht am Hafen, Genau. sondern meistens doch gegenüber, weil die meisten Häfen hatten auch so einen Kanal halt, ne? Und die wirklich wichtigen Gebäude, also wie diese Kontore und Hansehäuser und sowas, die standen Tatsache alle auf der anderen Seite. Die hatten Eigentlich alles könnte im ich- Blick, ne? Das ist, Hitters Haus ist ja am Anfang ein bisschen klein geraten. Eigentlich könnte ich das für die Ingenieure fertig machen, dass die unten ein bisschen Probe Ja. bauen können. Das würde ziemlich gut passen. ja, vor allen Dingen, weil es ja auch in der Nähe von dem Trockendock ist halt, Ja, ne? ja, eben. Das würde So ziemlich können gut sie halt passen. immer so rausgehen und gucken, stimmt das, was die da bemessen haben und Wieder reingehen. genau. Ja, sehr Also schön. wie gesagt, also wir versuchen hier möglichst natürlich viel Details reinzubringen, was geht halt, nur so ein bisschen Wissen zu vermitteln halt, aber wie gesagt, das ist so eine Anekdote, weil ich das vor kurzem gerade erst wieder so ein bisschen gelesen und aufgefrischt hatte. Ich bin durch Zufall an so ein Video gestoßen halt, wo wo man das halt sah. Also es ging direkt, das ist so ähnlich wie die Geschichte vom Kölner Dom halt, ne? Das ist ja auch so, weil derjenige, der das mal geplant und als Architekt quasi, damals Architekt, naja, kann man nicht sagen, aber der Baumeister, so hat man den ja genannt früher, als der also den Kölner Dom geplant hat, der hat nicht ohne Grund diese ganzen Verzierungen dran. Viele denken ja immer, das ist nur Schmuck.
Hat mit Schmuck nichts zu tun. Das hat etwas mit dem statischen, mit der Statik zu tun, ist Tatsache. Ja, das ist auch zum Beispiel bei der Kathedrale in Chartres so, das ist bei Notre Dame ist es so. Diese ganzen Verzierungen sind nichts anderes, als die Statik da im Griff zu halten. Weil die besteht ja nicht nur aus Renaissance, sondern die besteht ja auch aus Barock. Und ihr wisst ja, diese Barockbögen, die laufen in der Spitze zu. Und das muss man ja irgendwie aneinander drücken. Und deswegen habt ihr außen diese Ausläufer immer an diesen Kathedralen. Da erkennt man die Kathedralen dran. Die haben so Ausläufer dran, so schräge, so. So. Wenn du verstehst, was ich meine. So. Ja, habe ich verstanden. Diese schrägen Ausläufer. Ja, die schrägen Ausläufer. Diese Ständer da an den Seiten. Also das ist Tatsache wie Stützwerk. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist Stützwerk. Das hat nur damit was zu tun, damit innen drin diese riesengroßen gotischen Bogen nicht auseinanderdriften. Um das zu stabilisieren. Das ist also kein Schmuck, das ist Tatsache mit der Statik. Das ist genauso diese ganzen komischen, wo die Statuen drin sitzen. Da gibt es doch diese ganzen gotischen kleinen Bordüren. Das ist alles statisch. Das hat nichts mit Zierde zu tun. Die haben das nur geschickt versteckt. Ja, aber wenn man sich das mal so, ich habe mal so eine Computeranimation davon gesehen, weißt du, wo die halt diese Statik mal gezeigt haben. Also was passieren würde, wenn du diese Dinger da wegnimmst, was da alle zusammenfallen würde. Und deswegen, wie gesagt, ist das ja so schlimm gewesen bei Notre Dame, weil viele statische Dinge halt nachgegeben haben, gebrochen sind, weggebrochen sind und deswegen kam es ja zu diesen Einstürzen, die sie da hatten halt, ne? Weil normalerweise, wenn ein Gebäude so gebaut wird, dann brennt es runter, aber fällt nicht in sich zusammen. Ne? Und Ja, das stimmt. da kam ja dann der große Turm runter, dann kam das Kirchenschiff runter. Also da hätte man gesagt, okay, Holz und so, das brennt halt, aber dann brachen halt an der Seite Tatsache die Dinger weg und dann, ja, sah das noch ein bisschen schlimmer aus, als es eigentlich hätte sein müssen. Ne? Aber wie Ja, gesagt, das stimmt. ja, das sind so die kleinen Geheimnisse, die man dann so entdeckt, wenn man sich so ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzt, wenn man so eine Map baut. Jo. Wenn man dann noch Ideen. Übrigens, Padma, weißt du, welches Ja. Haus ich da hinten baue? Nein. Entsinnst du dich auf der Autofahren, das eine Haus, was ich meinte, das Amtsgericht? Ja, Also ich hab's versucht, so gut es geht, aus dem Kopf nachzubauen. Also ich sag Ja, mal, sehr gut. die Mauern und so stehen schon. Und ja, das werde ich dann nächstes Mal quasi weitermachen. Und Sehr schön. ich habe ja auch gesagt, dass wir momentan eigentlich eher so den Wert auf die Außenfassaden liegen, um einfach die erste Aufgabe zu lösen. Und das heißt ja nicht, dass wir einrichten, sondern dass wir einfach eine Stadt bauen. Da war von Ja. Einrichtung keine Rede und von Einwohner machen auch nicht. Ja. Okay. Das heißt also, wie gesagt, wenn die Gebäude dann fertig sind, dann können wir überlegen, welche richten wir ein, welche brauchen wirklich. Und ansonsten, wie gesagt, überlassen wir das Einrichten gerne den Leuten, die sich dann später irgendwann mal die Map downloaden. Die können sich dann die Gebäude alle einrichten. Absolut. Na? Nach Die ihren... brauchen ja auch noch was zu, Genau. was sie machen können, ne? Genau, sehe ich mal ganz genauso. Ne? Also wir werden dann gezielte Gebäude halt auswählen, die wir dann einrichten, wo es dann halt auch besondere Dinge gibt, weil deswegen ist die Mimi nämlich hier zwischendurch, um sich mit der Map halt mit der Epoche vertraut zu machen. Das ist der Grund, also nicht nur um jetzt zu helfen, sondern weil wir da was geplant haben und das verrate ich meinem Team aber auch erst später. Okay. Ja, das hat nämlich eine... Es wird spannend. Ja, es wird bleibt spannend, genau. Also wie gesagt, das wird dann auch vorhanden sein, wenn ich das richtig verstanden habe, laut Kirito, wenn die Map mal downgeloadet werden kann. Wir versuchen das nämlich alles so hinzukriegen, dass ihr natürlich original diese Dinge tun könnt. Das heißt, wir werden natürlich uns auch bemühen, eine Lösung zu finden, wie ihr selber dann den Vesuv ausbrechen lassen könnt und Pompeii kaputt zu kriegen. Ne? Ja. Dass ihr das nachspielen könnt und solche Sachen. Also es ist ziemlich aufwendig, aber wie gesagt, wir schauen mal. Jetzt haben wir erstmal damit zu tun, dass dieser komische Bug hier gefixt wird. Unser Geisterblock-Bug. Also bei Gucci teilweise hinten am Sägewerk sind sogar ganze Blöcke verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Kisten und Truhen sind weg. Also er ist gerade am Aufforsten, haben wir durch Zufall gerade entdeckt.
Also, Oh je. dass sich das so weit ausgeforstet hat. Also, wie gesagt, in der Stadt hinten im Starterdorf ist, wie gesagt, das Lager vom Obelisken ist leer. Da ist nichts mehr in den Kisten. Das müssen wir dann auch nochmal auffüllen oder so für die nächste Epoche dann. Aber das sind alles so Fleißarbeiten. Also, ich habe zu Gucci auch gesagt, also wenn man sich überlegt, wie lange wir das jetzt hier spielen. Und das ist das erste Mal, dass wirklich etwas ist, wo Kirito auch nicht gleich die Lösung findet. Und es ist Tatsache ein bekannter Bug zwischen World Edit und der 21.4. Der ist bekannt. Mhm. Darf ich ihn killen? Darf ich ihn hauen? Darf ich ihn einbuddeln? Wegschmeißen? Ertränken? Nonstop? Ja! Warte. Die Heule Eule wieder am Rumjammern. Der Arme. Oh Mann. Oh Mann. Der arme Kerl. Ich hab ihn ja invoice-mäßig gemutet. Deswegen höre ich ihn nicht wieder rumjault. Oh Mann. Ja. Weil ich habe ihn wirklich, er ist der Einzige, der auf stumm ist. Achso, ihr seid in der Gruppe. Ich bin schon bewusst da nicht drin gewesen. Ja, was ich hab's hast gar du nicht für ein mitgekriegt. Problem, lieber Nonstop? Nicht ein Problem, sondern ich habe lediglich eine Frage an dich. Eine Frage. Ja, ich habe mitbekommen, du könntest ganz gut Bäume bauen. Ja, 6. ich kann Bäume bräuchte- bauen, ja. Ich bräuchte nämlich jemanden, der gut Bäume bauen kann. Nonstop, da hat ein Tutorial zu gemacht. Guck mal, da schwebt was in der Luft. Ich fühle mich beobachtet. Bitte mal Was, wie, wo? Da, guck mal. in Ruhe. Ja, das habe ich auch schon eben gesehen. Sieht echt abgefahren aus. Das ist der Wal, den Mimi gerade versucht zu drehen und tiefer zu hängen. Und in Hab ich Teile. schon. Und Nee, in, der Wal ist fertig. Der Wal der ist Wal ist fertig. fertig, weil hier oben nämlich noch der Wal in der Luft Ja, hängt. ich hatte Ja, den den haben wir gesagt, den lassen wir hängen. Ja, wir standen nämlich hier gerade am Hafen, unterhalten uns. Ich drehe mich so um und denke so, was ist denn das da? Hab ich irgendwie was vergessen? Was ist da irgendwas nicht aufgeploppt in meinem Blickwinkel? Und sehe dann, das ist der Wal, der da oben hängt. Genial. Das gibt unser neues den Thumbnail. habe ich vergessen, wieder wegzumachen. Das ist der Der sieht heilige echt- Wal. Also ja, wenn der jetzt um 180 Grad gedreht wird, ist er in der Höhe sogar glatt perfekt. Ja, Kann also man von hier immer den Wal sehen. ja. Aber wie gesagt, unten in der Kirche ist er jetzt genau so, weil er nämlich da unten gedreht worden ist, wenn der komische, Ja. lange Schwanz natürlich genau in den Turm halt Stina am Treppenbauen und Turm einrichten hindert. Jo. Ich würde mal sagen, ich guck's mir mal an und dann diskutiere ich mal über das Thema Custom Trees in Momentum mit einem Herrn Okay. Nonstop. Weil ich hatte vorhin nämlich schon gesagt, es gibt ja, wie gesagt, ein Tutorial in einem meiner Streams, wo ich nämlich so einen Baum Soll das gebaut dir habe. angucken? Genau, Stina habe ich das gesagt, genau. Genau, Den hast du soll mir er sich erzählt. angucken, dann kann er es auch bauen. Aber mir wurde das nicht erzählt. Also ich bin ja nicht Genau. bei euch im Chat. Ich Ja. bin noch nicht einmal bei euch hab in der die, Nähe. jetzt Und selbst da wenn ich dann den Chat, Gebäude. den Ingame-Chat Was? allein Ich mach lese, das habe ich gar nicht teilweise den mehr. Pub auf. Echt. Okay, dann werde ich mal rübergehen jetzt und mir das Werk von dem Mach das gedrehten mal. Wal und höher, tiefer. Falls du nonstop Hat einen siehst, Boden sag ihm drinnen. liebste Yay. Grüße von mir. Das war jetzt einfach mal der Pauschalstopp, dass er ein bisschen runterkommt. Jo, okay, das war Das ist es. die Ich hab ihn Wand. heute so oft getötet. Das wird nichts mehr. Ja, hallo Marcel! Okay. Schön So, bist du zurück zu meinem da. Mausoleum. Tschüss, Partner. Moin So. Marcel, schön, dass du im Nonstop-Stream dabei bist. So, dann gucken wir mal den gedrehten Oh, Wal Moment. an bei der Stine jetzt. Wie das jetzt wirkt, wenn ich hier Liebe reinkomme. Grüße an euch alle von Marcel. Hallo Moment, Marcel. ich darf jetzt ein paar Ja, Leute zuschalten. das wirkt doch richtig cool jetzt. Sag ich doch. Wenn der gedreht ist, das wirkt So, doch richtig schön. cool Ich hab den hier. auch ein Muss Stück ich höher einfach auch gesetzt. mal Harald. gucken. Und Du da bist aber steht du bist durch den Seiteneingang reingekommen, Bobo. Ja. Also so sieht schon mal richtig genial aus. Jetzt gehe ich mal durch den Vordereingang. Knops, Knops.
Hui, hui. Mhm. So, Doch, das ging. Also wir haben Spaß gehabt. Ich Da. weiß auch nicht, dass was doch anstrengend ist. Tür zu. Klopf, Das klopf. war so ein Nehmen und Geben und auch umgekehrt. Ei. Kommen Sie rein, seien Sie also fromm. wirklich Spaß, alles wirklich Spaß. Nee, jetzt wirkt's Aber ich richtig habe ganz cool. kreativ getötet, ne? Jetzt wirkt's richtig cool. Ich habe ihn zu Ja. 000 teleportiert Ei. und dann auch überlebt. Altar. Ja, das ist der Da ist Altar. ja ein Loch, Aber das ist irgendwie, Beton. irgendwo ist da ein Fehler. Irgendwo ist Weil ein das Fehler. hier hat eine Zweiermitte Ja. und das hier hat Da eine hab ich- Einermitte. Okay. Ja, hier sind 5. Och, aber weißt du, bei 000 das Loch ist auch. Ja, du darfst nicht nach den Bänken gehen, ne? Nee, Das nee. gibt es Bedrock. Aber der Teppich, den Der Teppich habe ich ja Teppich, von ja. der Tür Ja, aus deswegen. gerade längs gelegt, ne? Und ich habe ja hier hinten auch, ich habe ja 2 Fenster drin und mit einer Zweiermitte. Vorschlag, mach ihn einen breiter. Mein Bauhelfer. Ja, und die kann das Fenster da auch. hinter dir. Du weißt schon, du Ah, hast ich den weiß, einen was du zu breit meinst. gemacht oder einen zu klein gemacht, weil der ist ja nur 3 breit. Ja, Hm. aber weil du brauchst ja auch, gibt's ja auch. Das Ganze hier hast du, das ist richtig, dass es eine Mitte hat hier. Du bist mit dem Haus ein Gebäude, du. Ja, für die Schiffe. Soll ich dir von den Kränen da noch ein paar bauen? Ich sehe das Problem, weil sie hier eine Zweier Sag mir hat, ja. nur hin. Irgendwo hat sich hier ein Zählfehler eingeschlichen. In der Ist Wand. mir egal, bleibt so, bleibt Ja. so. Und schöne so. Schief ist schön, haben wir doch gelernt. Mit dem Schäf hat Gott leif. Genau. Ach, das fällt gar nicht auf, weil der Teppich ja so verwinkelt ist. Guck mal, wenn ich hier stehe, Dass du hier ich stehe ja nicht mittig, sondern wenn man in die Kirche reinkommt, dann läuft man ja nicht genau in der Mitte. Dann ist das eigentlich wurscht. Das passt schon. Ich hoffe, ich kriege ihn auch nochmal zusammen, so wie ich ihn gebaut habe. Mit wem quatschst du? Ja, oder Copy-Paste. Und dann geht wieder alles kaputt. Kai! Nee. Mit wem Ja, redet das- er da? Mit sich selbst oder mit dem Heiligen Geist? Er redet mit dem Heiligen Geist. Das kannst du gar nicht, weil ich stehe hier auf Also der hier, wo Kanzel. warst du da? Wieder am Er Eck. hat eine Erscheinung. Wie kriegt man die auch so Aufmerksamkeit von jemandem, wenn er nicht zuhört? Slash kill. Mit wem haben Sie gerade geredet? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab euch auf dumm geschaltet. Ja, du uns, aber wir dich nicht. Wir haben dich die ganze Zeit reden hören. Oh, Ich habe Mann. gerade mit Padma ausgemacht, wo ich noch ein paar von den Kränen hinstelle. Ach, mit gebaut hab. Padma hat er geredet. Siehst du, ich habe nämlich gesagt, weil ich stehe ja hier auf der Kanzel. Ich darf reden, du nicht. Nee. Schieb mich doch. Hat man schon mal, ne, weil ich sneake. Oh Mann, okay. Gut, also, ihr seht, also auch die Aufgabe ist gelöst und ich denke mal, Stine gefällt ihr wunderschönes Walskelett oben an der Decke doch ganz gut. Also ich finde, es Ja. wirkt, wenn man reinkommt. Deswegen sage ich auch mal, erst mal drehen und gucken, ein bisschen höher hängen oder wie auch immer, ein bisschen rumprokeln und dann passt das schon. Und vor allen Dingen, wie gesagt, weil der ja relativ weit oben hier ist, aber er kam halt ins Gehege hier mit der Mauer hier halt, mit dem, was Stine halt hier macht und da hing der halt hier im Turm drin, das geht ja nicht. Genau. Der kann ja nicht einfach sein Hinterteil da irgendwo reinhängen. Das geht gar sowas- nicht, das- ne? das geht ja mal macht gar man nicht, Jo. Nee, sowas macht man nicht. So, Dann kann Okay. ich nämlich die Wand hier nämlich dann auch zuziehen. sehr schön.
Also es wirkt auf jeden Fall genial, wenn man da unten reinkommt und dann sich Huhu. dieser Kopf von diesem Wal halt so aufploppt. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo, Wosimo. Gehen Sie raus, können Sie reingucken. Das sieht richtig cool. Muss mal durch den Eingang kommen, Wusi. Immer durch den Haupteingang. Das sieht richtig cool aus jetzt. So richtiges Ja, jetzt Aha-Erlebnis. Ja, ist gedreht jetzt. Wow. Man guckt automatisch oben an die Decke und läuft quasi bis vorne an den Altar. Boah. Und stößt sich die Nase. Ne, ich find's richtig cool. Was hat das eigentlich mit dem Wal in der Luft auf sich? Ja, das ist das Das Überbleibsel. musst du Bubu fragen, ich habe keine Ahnung. Im Michel hängt kein Wal. Das war Bubus Idee. Nein, er meint den in der Luft da. Das ist Ach so. Über dem. das ist das Überbleibsel von der Aktion hier unten, weil sie musste ihn nämlich in 2 Teile hacken. Ich. Ah, okay. Jo. Und wieder zusammen basteln und dann hier unten einsetzen. Ja, das ist quasi das Überbleibsel. Das ist jetzt quasi das war voll lustig, weil Padma und ich dann am Hafen haben uns unterhalten und mit einmal denke ich immer so, was ist denn da oben weißes in der Luft? Was hängt denn da? Na? Und dann habe ich erst gedacht, ich habe so, weißt du, die Sichtweite nicht hoch genug, bin dann so näher rangegangen. Nein, das ist der Wal, der da in der Luft rumhängt. Der heilige Walgeist sozusagen. Ach ja, nee, wie gesagt. Ja, also ihr seht, wir haben eigentlich eine ganze Menge geschafft. Jeder war fleißig, Dine ist noch fleißig, die anderen sind Bei auch wem noch. bellt der Hund? Bei mir bellt der Hund. Buff. Muss er raus? Genau, bei mir ist nämlich jetzt Streamende. Yay, wir haben es überstanden. Weil es ist 23 Uhr, kurz danach, und da fliege Es ist um ich 10 nach. eigentlich meinen Stream zu ändern. Wie könnt ihr nur, sagt Rio gerade, die ist nämlich gerade im Stream reingekommen. Was denn, wir haben doch nur den Wal gedreht. Jetzt sieht das viel schöner aus, guck mal, wenn du jetzt da reinkommst. Wir haben den Wal gedreht, ja, er schwebt da oben noch in der Luft. Guck mal. Der hat jetzt richtigen Ehrenplatz. Wenn du nämlich jetzt hier reinkommst, jetzt kommt er richtig zur Geltung. Guck mal. Padma! Oh. Schau mal. Padma, was macht Wer ihr hat mir wieder? Unsichtbarkeit gegeben? Padma! Also ich nicht. Padma hat's wieder. So. Padma! Ist er jetzt? Ist er gedreht? Ach, Padma, Rio, da komm du doch in die gerade... Gruppe! Da du Rio... warte Doch. mal, ich muss mal kurz wieder mal jemanden stumm schalten. So, Rio, da du gerade hier bist. Die Stina hat einen Wunsch. Stina, wo bist du? Ich bin hier. Wow. Hier, wo ich nicht bin. Ach, da. Nee, ich habe den Wunsch nicht, sondern du hast gesagt, Ja, sie kann genau. das tun. Ja, genau. Also, du weißt ja, hier steht ja immer noch das Plätzchen für die Orgel und wir hatten ja deswegen nur keine gebaut, weil wir nicht wussten, wohin. Also, Sina hat es dir mal kenntlich gemacht. Hier soll die Orgel hin, wenn du eine im Petto hast. Kann ruhig die Fenster verdecken. Also nicht ganz, würde ich sagen, aber so. Hier wäre dann so die Baufläche. Ja, hier ist der Platz für die Orgel. Also wenn du mal ein Minütchen Lust hast, wieder was zu bauen. Ja. Ja, wir haben nämlich momentan leider auch unseren Leo verloren. Der ist nämlich Tatsache auch unsichtbar. Unseren Organisten Leo, den vermisse ich. Weil ich habe doch meinen Creeper da gehabt bei meiner Orgel und der ist auch weg. Den hat es leider auch dahin gerafft bei diesem Bug. Weil wir haben nämlich einen Bug mit Geisterblöcken hier drauf. Ja, in meinem Haus war auch alles weg. Ja. Also wie Ja, das ist gesagt, in allen Häusern. es ist halt ein Konflikt zwischen World Edit Tatsache gewesen und irgendeinem anderen Plugin. Also Akui hat das auch nochmal bestätigt, dass das wohl so ist, dass das bekannt ist. Also das hat irgendwas mit der 21.4 und World Edit zu tun. Ja. Also es ist bekannt. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, ja, bei mir, wie gesagt, fehlte nur der Leo und irgendwelche Truhen und Inhalte und so. Ja.
So, für jeden Kill, den Anon, gebe ich heute 2 Euro als Spende. Also haut drauf, Padma und Co. Hätte mal. So, nonstop. Ja. Wir haben gerade ein wunderschönes Angebot gekriegt. Ja? Ein wunderschönes Angebot gekriegt. Was für ein? Hast du nicht gerade gehört? Nee. Für jeden Kill kriegt Bubu von 2 Harald Euro 2 als Euro. Spende. Tja, unsere Mimi. Opfer dich. Einmal mit dem Pfeiltaste einfach nach oben gehen, Bubu. Ja, jo. Mit Pfeiltaste einfach nach oben gehen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt die offizielle Erlaubnis, ne? Jo. Klar. Warte mal, wir müssen mal unbedingt zu Nonstop. Warte mal. Kriegen wir die Statistik voll? So, wir müssen ja für Mimi noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Wie viele Tode waren das jetzt? Naja, wir zählen gleich. So, hallo Nonstop. Hi. Du stehst hier also in einem kleinen Häuschen und wirst, Gelten auch die Tode davor oder? Nee, erst ab müssen wir- dem, wo er es gesagt hat, genau. ne? 1, 2, Nee, ist nicht weiter schlimm, Rio. 4, Das haben wir eingeplant. 2, Oh. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Was? Das sah geil aus, er rennt an mir vorbei, warm weg ist er. Wieso ich? 13, Da. 14, 15, 16. Tja, Musst du Harald die fragen. Frage stell dir 18. mal. Jetzt So muss was für ein er, Dach mache ich denn wenn hier er meint, rein? dass unsichtbar mich 19. interessiert. Machen wir doch gerne. 20, 21, 22, 23, 24. Marcel! Yay, Chaka! Wir sind jetzt bei 24. Harald, das geht 25. Bubu mit Flauten. Was? Mit Flauten? Nicht wir. mit Fäusten. Es geht Mit Fäusten. Auch das kann ich auch. Ey! Ey, wer wieso hat denn mich ich? umgebracht? Er hat jetzt Slash On gemacht. Warum? Lass das bitte! Alter! Ich muss noch bauen! Ja, was soll ich sagen? Wir kriegen für jedes 2 Euro für unsere liebe Mimi. Sei doch froh. Wir haben jemanden, du darfst dich heute opfern. Ich geh ins Hauptmenü. Tschö. Ah. Kann ich mich jetzt wieder bewegen oder willst du noch einmal killen? 26. Okay, da bin ich raus. So, jetzt muss ich nämlich erstmal meine Sachen wieder einsammeln hier. Ich helfe dir mal beim Einsammeln. Nonstop. Wieso habe ich denn jetzt hier auf einmal Wolle und so Sachen? Halt mal. Ihr wisst schon. Ganz ernsthaft, ich habe Glück, dass ich den Spectator war, als man mich gekillt hat. Wieso? Weil ich nochmal alle meine Sachen zurück habe. Stell dich dem Kampf los. So, da muss ich hin. Wenn du jetzt das Mausoleum Es noch geht haben doch willst, nicht, lässt du mich in Harald. Ruhe. Mit Fäusten geht doch nicht, wenn er kreativ ist. Auch das geht ganz schnell, Bubu. Mhm.
Das geht wirklich schnell. So, Von jetzt. dir. 27. Da kommt über die Mauer. Ich könnte ihm ja den OP-Status entziehen. 28, 29. Das wird teuer, ja. Harald, das geht nicht so gut. Die sind alle kreativ, genau. Wie will man so arbeiten können? Wie will man so das ganze Bauwerk fertig? Mimi, wenn man im Spectator ist, dann wird man nicht gekillt, oder wie? Doch, man wird gekillt, aber es wird kein Grab verursacht. Achso. Hier in der Luft steht der ab gerade. So. Das ist doch richtig genial aus. Der hing da oben in der Luft. Das reicht, Bubu. Ich 33, 33. hab das mit dem Befehl nicht 35. berücksichtigt. Okay, stopp. Ende. Alles gut. Ne, 5 müssen noch hin, es müssten 40 sein. Nonstop. Jetzt haben wir Harald arm gemacht. Ja. Ja, das mit dem Befehl nicht. Nein, alles gut. Harald, mach wie du denkst. Das war eh eine Spaßwette. Alles gut. Wollen den ja nicht arm machen hier. Eieieiei, diese ganzen Harald, ich gebe dir auch beim nächsten Mal ein Eis aus. Wenn wir uns sehen. Sag mal, Kai, warst Diese du das ganzen- Oder gerade? kommst ein Eis hier wieder essen. Im August. Super. Dankeschön. 50 Euro sind raus. Mimi, wieder was für deine Kasse. Juhu, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, Harald vielen lieben Lobe. Dank. Diese ganzen Todespunkte hier. Ja, kannst du sehen. Hier ist eine Hat das Flasche. auch an den richtige Dings gemacht? Oh Mann, ey. Genau, Harald Joben. Juhu, das Soll mal muss dann sagen, aber das ein langweilig. großes Ja, Eis sein, gute Nacht, Tino. Peto, danke, dass du dabei warst. Aber natürlich. Ach, und notfalls kriegt er die Nachladung bei der Gamescom, wenn er die Zeit findet, wieder herzukommen. Alles gut. Gary macht bestimmt wieder Eis. Ach ja, ich treffe ja, wenn dann, ihn ja auch auf der Gamescom. Ja, genau. Hat mir eingefallen. Genau. Harald, du kommst auf die Gamescom? Du Da hast sehen wir deine uns. Spinnen unsichtbar gemacht. Und Mimi, Jetzt sind nur noch leuchtende Augen da unten. Ih, wie unheimlich. Nein, mein Spinnen. Jetzt sind es Geisterspinnen. Nein, alles gut, die kommen ja nach einer Weile wieder. Oh Gott. Ja, Harald, das gibt einen Nachspiel, glaube mir. Oh oh. Harald, Nonstop, glaube mir, nonstop. das Ich wird weiß, ein wo er auf Nachspiel dem- geben. ich weiß, wo auf dem Computer baut. Ah, okay, wo? Bei Bubu? Nein. Oh Mann. Kai, wir sprechen uns Houston. nachher dann noch kurz privat. Genau. Nachher dann noch. Ich habe da nicht verstanden. Hä, wieso habe ich dann überall so viele Todespunkt-Waypoint hier? Oh, super. Nee, freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen lieben Dank, Harald. Weil, wie gesagt, wir haben alles jetzt so weit zusammen. Ja, das ist richtig cool. Also- Ich wette, es Bauchschmerz. sind heute sicher wieder Clips gemacht worden, da könnte ich wetten. Aber Oh. nonstop. Hallo, Herr nonstop, wo bist du Busen. denn? Ja, es wurde Clips muss nicht- gemacht. Ich muss mich bei dir bedanken, nonstop. Wieso? Ich habe selten, also in letzter Zeit selten so gelacht wie jetzt gerade. Ah, Außer okay. bei unserem Abenteuer, wo du meintest, können wir aufhören, du hast Bauchweh, ne? Stimmt ja. Das war auch so.
Aber Bubu, ich habe heute Nachmittag. Ich war's nicht. Nee, ich weiß. Bubu, Ach, das ist schon streamst du wieder. eigentlich Dein noch? Licht ist Momentumbuch. Soll ich Ich- aufheben oder bist du gleich da? Nein, es wäre ganz nett, wenn du es aufheben würdest. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ja. überhaupt noch habe. Ich glaube nicht. Ich hatte Bubu? das eigentlich nicht mehr im Inventar. Remake Buch und Feder ist es nur. Ich habe nur ein Buch liegen sehen. Ja, nee, Bubu, hab ich nicht. streamst du eigentlich noch? Ja. Deine ganzen Schandtaten werden aufgenommen. Ja, eure Schandtaten werden auch Nö, alle wir aufgenommen. haben Mimi nur so ein bisschen Taschengeld verholfen. Aha, aber das über meine. Jetzt stinkt's. Heul leise, Pasta. Genau, heul leise, Pastor. Die Rache von Non an Harald. Mal gucken, ob Nonstop, nonstop. Du hast ja Yes. irgendwie Uns ganz nehmen viel wir Wissen in deine deinem Abtei Hosen und setzen sie irgendwo in die Wüste weit weg. Was denn jetzt hier? Weißt du, wieso hüpfen hier lauter Fische? Ja, die hier Oh, stehen. ist das ein ekliges Geräusch, ey. Wo hüpfen Fische? Deine Hier. Abtei. Ih. Nee, was soll das? Oh, weh. Kai, ich sehe dich. Ja, ich hab dich schon gemerkt, Rio. Hi. Das sind nur So, wir fliegen mal kurz in die wunderschöne Kirche. Nee, Michel. Ich nehme mal Rio mit. Ich denke mal, sie ist in mir. Was ist denn? Nonstop. Nee, hört ist sie sich nicht. Sie falsch läuft an. hinter dir her. Nonstop, was ist los? Was, sie nur läuft das, was hinter ich mir gerade im her? Chat gelesen habe. Ja, weil sie hat Unsichtbarkeit. Ah, einfach, die okay. guckt auf sich. Ah, okay. So, okay, dann fliegen wir mal kurz in den Michel, damit die Rio Bescheid weiß. Guck mal, dein Drache ist hier oben, dein Wal hat ist hier keine oben Ahnung. noch. Ich zeige nur die Todeshöhlen, die ich gefunden habe. Hui. Plopp. Tap, tap, So, noch tap, eine tap, Wand tap, und dann tap. habe ich diese 3 Gebäude auch fertig. Yay! Ach was, Und dann das ist sind nur noch schön, so 2 schnell Gebäude. bekommt man nun sprachlos. Ja, genau. Der Strom schaltet. Mhm. So, So, hier muss ich auch noch. Ah. ich habe keine Ahnung, ob Rio noch unsichtbar ist. Hallo Stina, bin wieder da. Hallo Bubu, Das schön, war- dass du da bist. Das war richtig erfrischend gerade. Ich liebe diesen Befehl. Oh, Krypta. Mhm. Stimmt, hier gibt es ja noch die Krypta drunter. Und Genau. Glockenturm. Ich wollte sowieso mal da hoch. Nicht in mein Kanal. Glockenturm, Glockenturm. Glocken, Glocken, Glocken. Hä? Was machen Sie hier oben? Hier liegt ein Wusil bewusstlos unter der Glocke. Ich glaube, der hat die Druckwelle, die Schallwelle nicht überlebt hier. Wiederbelebung, warte mal. Au. Die Glocke, die war auch ein Geisterblock. Ja. Genau, da war ja eine richtige Glocke drin, genau, damit man da dieses Genau. machen kann. Mhm. Ja, und wir haben einen schwebenden Wal da oben. Aber mich stört er momentan nicht. Der kann hier ruhig einen Augenblick noch weiter schweben. Ja, das gibt doch unser neues Thumbnail. Ah, Hui. Harald. Das ist mein Spruch. Am besten dann noch in Dunkelheit. Und man klaut nicht von anderen die Sprüche, das macht man nicht. So, wir haben es jetzt laut dieser Uhr 3 Uhr. Ich würde trotzdem sagen, wir haben es jetzt gleich, wir haben es halb Mitternacht. Ihr kennt das ja schon, halb Mitternacht, ne? Ja. Klötzchenzeit. Das heißt, ich werde jetzt einfach Stine gute Nacht sagen und allen Gute anderen. Nacht, Bubu. Also Nonstop, Bubu. Wusimo, Stine, Mimi, Weltmaker, also Kai,
Rububu, ach nee, das bin ja ich, Rio, Padma und Eggy. Gute Nacht und vielen, vielen Dank fürs lustige Bauen miteinander. Und wie Gute gesagt, Nacht, vielen Freunde. lieben Dank, lieber Chat, liebe Community. Grüße gehen raus an unsere Elendspender, wie unsere Harald zum Beispiel. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wunderschönen, lustigen Vor allem, weil Prank der noch zum Kostenfall auf Schluss. die anderen geht. Und kommt gut durch den Montag und denkt dran, wir sehen uns heute Abend, ist ja schon fast heute Abend, nein, morgen Abend, wieder auf dem Community-Server. Dort haben wir natürlich auch noch so einiges geplant und das ist ja auch immer sehr lustig. Mit Wusimo und Kai an meiner Seite geht es ja meistens runter und drüber, wisst ihr ja. Und ansonsten, wie gesagt, kommt gut durch den Montag, übersteht den Wochenanfang gut, bleibt alle gesund und tschüss, eure Bubu. Tschüss, Bubu. Nachti. Nacht. Gute Nacht.